Ja, dann freut es mich mal, dass ihr hier Zeit gefunden habt, dass ihr schon mal dass wir's technisch hinbekommen haben und wir machen jetzt einfach mal so eine kleine Talkrunde über Season 2, was ihr davon haltet. Wir machen kurz eine Vorstellungsrunde, sollte man euch nicht kennen. Ich würde gleich mal das Kommando hier rübergeben an Rob. Wer bist du? Was machst du? Warum Ja, sehen wir dich hier? ja, hallo zusammen. Ich bin der Rob. Ich spiele schon ja, ewig seit meiner ganz frühen Kindheit schon eigentlich Diablo. Diablo 2 habe ich angefangen, dann in Diablo 3 mit dem Stream angefangen und ja, total interessiert, einfach so sehr aufs Endgame fokussiert in der Regel. Versuche immer eigentlich mit Freunden, mit meiner Gruppe viel Spaß zu haben und möglichst effizient zu spielen. Meine Hauptklasse in Diablo ist eigentlich der Barbar und macht immer richtig Spaß, auch einfach Guides, Knowledge mit der Community zu teilen. Ja gut, ja, man muss auch dazu sagen, vielleicht habe ich die ein oder andere Skillung bei dir schon mal gesehen. Äh, Wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit. Und Dankeschön für den Wirbelwind, Baba. Ich hoffe auf ein Update für Season 2, genau, um gleich hier was zu. man lässt sich einfach immer gut inspirieren. Ne? Ist doch immer eine gute Sache. Genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. So, ich gebe dir noch ein paar Prozent. Und dann hier in der Mitte den Mann, der es nicht lassen konnte und Hexendoktor 10 Jahre durchgezogen hat, obwohl ich Ihnen schon von Tag eins gesagt habe, dass das nicht die richtige Klasse ist. Was? Nein. Ja. Golas. Ja, ich bin der Lars, Baskinator. Ich streame jetzt auch schon bald seit 10 Jahren hauptsächlich Diablo 3, aber auch Diablo 2 Resurrected da seit Launch und halt auch Diablo 4 natürlich. Bin da hauptsächlich immer competitive in D3 am Greater Rifts pushen, Hexendoktor grinden. Ich bin der Hexendoktor-Spieler, darunter kennt man mich so ein bisschen. 20.000 Stunden Diablo 3 gespielt, auch Diablo 2 Resurrected, so ein bisschen competitive 99er Grind und so da reingegrindet. Ja, und jetzt halt Diablo 4. Wenn da auch irgendwann mal so ein bisschen was Leaderboard-Technisches geht, vielleicht ab Season 3 oder so, würde ich mich auch drauf freuen, auf jeden Fall. Und ja, ich liebe einfach D3, liebe es mich so ein bisschen da auch reinzufinden. Natürlich ein bisschen Theory-Crafting, ein bisschen Rechnen. Ja, macht Spaß. Das sieht gut aus. Also das Leaderboard wäre noch sehr wichtig für euch beide, oder Rob? Leaderboard ist auch was für dich? Ja, wäre der Hammer. Ich finde eigentlich, das hätte schon am Launch mit drin sein können oder sollen. Macht einfach so viel im Endgame auch, auch wenn man nicht auf die Top-Ranks competet, sondern einfach, um sich einfach zu vergleichen, auch mit der Community und so. Ich mache einfach mal eine andere Klasse oder so und schau mal, wie hoch ich es da auf dem Board schaffe. Also, ja, wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn wir das so schnell wie möglich kriegen. Aber ich denke mal, Anfang nächsten Jahres, Season 3, sieht es ja ganz gut aus. Ich Ja. glaube auch, also das sollte gut hinkommen und so wie es heißt, also es geht ja nicht nur um das Vergleichen, sondern man kann ja auch mal nachschauen, ob der vielleicht den ein oder, also ich hoffe, dass es dann möglich sein wird zu sehen, welche Skillung hat der gespielt, hat der vielleicht ein, zwei Items anders drin und wie wirkt sich das in einem sehr, sehr hohen Bereich dann eben aus. Aber das war so das, was ich so mitbekommen hat, auch im Hintergrund Season 3 bringt dann Leaderboards und neues Endgame, weil zeittechnisch die Add-ons oder die Seasons werden ja immer parallel entwickelt, war es halt davor noch nicht möglich. Also die Hoffnung ist dann mit Season 3 auch neues Endgame zu sehen, weil Endgame wird ja auch heute ein bisschen ein Thema werden, weil ihr alle ja ein bisschen drin seid. Ich finde das so geil. Ich bin so der absolute Casual in der Gruppe. Ja, so 15.000 Stunden Diablo 3 bin ich schon mal unten durch und vielleicht so 1.000 Stunden Diablo 4. Was habt ihr die 4 schon gespielt? Sicher drüber, oder? Um die 1000, 1200, glaube ich, oder so. Man kann es Also, so schlecht nachgucken, halt, außer auf D4 Armory hm. und halt im Stream, wie viel man gestreamt hat oder so. Ja. Ja, schon bei einigen Testphasen, auch im Vorfeld, bevor es überhaupt rausgekommen ist, das Spiel schon dabei gewesen. Also ich denke mal, man ist schon auf 3000 Stunden plus, würde ich sagen. 4000 vielleicht mittlerweile sogar schon. Also es geht Ja, auf jeden Fall schön. schneller, als man denkt mit den Testphasen und sowas alles dabei. Also ich glaube, Das ich habe geht mir. ungefähr 50-50 Testphasen und jetzt Live-Spiel. Ja, das muss man mal dazu sagen. Also man muss auf faire Weise dazu sagen, du hast auch viel Feedback gegeben. Ja, dass es nicht umgesetzt wurde oder Teile davon, das lassen wir jetzt mal aus, aber du hast auch sehr viel Feedback gegeben. Ja, eine Menge auch geschrieben, Videos und ja, aber mittlerweile sieht es auf jeden Fall auch so aus. Also gerade auch im letzten Patch gab es ja sehr, sehr viele Änderungen zu den verschiedenen Klassen und da war auf jeden Fall einiges auch jetzt dabei, was, sag ich mal, auch umgesetzt wurde, was ich richtig schön finde. Okay, wenn man jetzt mal so sagt, wie seht ihr denn den aktuellen Stand des Spieles? Also wenn man jetzt hier einfach mal so blinkt ist, so wie es ist jetzt, bevor der Patch kommt, inklusive Season 1, wie war so die Season 1 Erfahrung für euch? Fangen wir in der Mitte an. Lars, wie war das für dich? Ja, also ich sag mal so, das Season-Thema hat sich ja so ein bisschen wie so ein D3-Season-Thema gespielt. So ein paar neue Powers da, die Herzen. Ich muss sagen, ich mag ja nicht die D3-Season-Themen mit diesem Mini-Umfang, einfach so ein bisschen rumtweaken an Builds. Man hat halt hauptsächlich die größte Beschäftigung, Builds rumexperimentieren, ausprobieren,
aber es fehlt halt so dieser Endgame-Punkt nochmal, worauf man halt ständig hingrinden kann. In D3 hast du halt permanent das Great Rift Ranking-System im Endeffekt. Du kannst die ganze Zeit pushen halt, dich immer wieder verbessern, auf Ranking gehen. Irgendwie sowas fehlt mir dann. Irgendwann bist du dann voll gegiert, hast alle Builds, alle Mechaniken, alles rumprobiert, was du ausprobieren wolltest, hast dich kreativ ausgelebt. Ja, und dann gibt es irgendwann nicht mehr viel zu tun. Also da musst du dir selber halt, du musst dir selber mal Content suchen halt in Diablo, so ein bisschen, was mache ich jetzt? Das Game gibt dir nicht so viel als Vorlage. Du musst dann selber kreativ werden halt. Ja, und das stört mich halt so ein bisschen. Ich würde da gern halt, ja, ich hätte auch irgendwas gern, worauf ich hingrinde halt. Also Level 100 ist nicht das Ziel hinzugrinden, muss man sagen, weil das ist eher, okay. Also das ist ja der Level Grind wollte- selbst in Diablo 2 halt, in Diablo 2 Resurrected deutlich härter. Oder in D3, da kannst du halt unendlich Paragon farmen. In D4 ist es halt irgendwann vorbei mit 100 und das relativ schnell eigentlich. Es ist von allen Diablo-Games, würde ich sagen, eigentlich der leichteste Level-Grind so. Also D2 ist härter und D3 ist eigentlich ja unendlich. Ja, danach halt ein bisschen noch gieren und dann war es das so. Ah, das stimmt. Und wie ist bei dir, Rob? So Ja, jetzt aktueller Stand, Season 1. Wie Also- lange hat Season 1 auf 100 gedauert? 2 Tage bei dir? Also zum Launch, also wo das Game rausgekommen ist, hat es ungefähr 50 Stunden gedauert. Ich glaube 55 Stunden, einmal geschlafen zwischendrin. Und dann jetzt, Season 1 war 35 Stunden und jetzt sieht es ja so aus, als ob es nochmal 40% ist ja so, was die Devs gesagt haben, sollte sich ungefähr schneller anfühlen. Also ja, wenn du von 30 Stunden aber 40% abziehst, bist du halt so bei um die 20 Stunden. Also das ist dann durchaus doch noch so relativ human für einen Streamer machbar in einem Stream. Also 20 Stunden, 24 Stunden kann man ja schon mal machen. Peilst du es an? Jetzt mit dem nächsten Stream, in einem Stream die 100? Ja, ist geplant. Ich wollte es eigentlich schon in Season 1 machen. Da hatten wir nur leider keinen Necro dabei. Und Necro, da waren die Hearts ja doch extrem stark. Also mit dem automatischen Corpse Explosion, automatischen Verfluchen da, was wir da hatten. Das war halt sehr überraschend, auf einmal richtig stark. Und da hatten wir leider ein bisschen, uns verplant, sag ich mal. Und deswegen hat es bei uns dann ja so um die 35 Stunden gedauert, dass wir es dann doch in 2 Streams aufgeteilt haben. Aber generell kann ich mich auf jeden Fall anschließen bei dem, was du gesagt hast, Lars. Also einfach Endgame-technisch ist in Diablo 4 einfach aktuell zumindest noch nicht so viel zu tun. Also man hat einfach das gegrindet, so die meisten kommen ja so bis 70, 80 oder so und dann wird es für viele langweilig einfach, weil es da nicht mehr so viel zu tun gibt. Jetzt kommen sie ja, sag ich mal, mit den Überbossen, die sie ja jetzt da, sag ich mal, mit reinpatchen, ja eigentlich ganz gut drüber, glaube ich, weil dann hast du nach 70, du hast jetzt nicht dieses extrem schwere Goal, was halt über Lilith ist. Das ist einfach so für viele Gelegenheitsspiele einfach total schwierig zu erreichen. Jetzt hast du halt so Zwischensteps, sag ich mal. Du hast dann jetzt, weiß ich nicht, auf Level 75 hast du diesen Eisboss, dann kommt der Feuerboss, dann kommt der Vampir, dann kommt Duriel und erst dann kommt Lilith. Also du hast halt nicht so dieses Ziel, was es halt wird so ein bisschen unterteilt, dann kannst du Genau. das in kleinere Häppchen kriegen. Ja, das ist auch so ein bisschen das Ziel. Und das soll ja, glaube ich, auch diese Brücke zwischen 70 und 100 ein bisschen closen. Weil ich muss ehrlich sagen, eben in Season 1 die Necro auf 100 gespielt und ab 80 dachte ich mir, was soll denn der Mist? Du spielst die immer gleichen 4, 5 Albtraum-Dungeons und das findet kein Ende. Vielleicht eine Zwischenfrage zum Season-Start von Season 2. Rob, du startest in der Gruppe? Ja, also aktuell ist der Plan halt 4-Spieler-Gruppe und bei mir ist auf jeden Fall der Barbar ganz vorne mit dabei. Aber wir haben also auch echt starke Klassen, wie den Rogue zum Beispiel, wo die Schraubklingen Twisting Blades ja jetzt nochmal gebufft wurde und das war ja schon ein sehr guter Bild. Also ja, Gruppenspiel ist halt schon nochmal deutlich effizienter und da hast du halt einfach so ein paar Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Charakteren und verschiedenen Fertigkeiten. Dass überall das Stärkste rausholt, damit das auch zackig vorangeht. Ne? Das muss man sagen. Und wie ist bei dir, Lars? Machst du Solo oder startest auch in der Gruppe? Also bis jetzt ist der Plan, in der Gruppe zu spielen, aber wir sind erst so zu dritt. Mal gucken. Wäre für mich auch das erste Mal so Gruppe wirklich Season Start halt hochleveln. Davor auch die Male eigentlich hauptsächlich Solo gelevelt. Mal schauen. Wir sind da noch so ein bisschen am Besprechen, was die Taktik angeht. Ja, und ich starte mit Zorg. Auf jeden Fall. So Chain Lightning, Fireball zum Leveln und später so ein richtig schöner Bild auf das neu gebuffte Amu hier mit Nova Zorg so ein bisschen. Darauf will ich hingehen. Okay, da bin ich mal gespannt. Das klingt auf jeden Fall vernünftig. Ich möchte nämlich auch mal mit Sorg starten. Mal schauen, wie das wird. Also der Rob macht natürlich wahrscheinlich Barb und dann noch eine zweite Klasse, die OP ist. Ja, also, aber wenn man jetzt wie eben gesagt, von Plan ist Barb und der Wirbelwind sieht auch echt wieder ganz gut aus. Habe ich ja auch zum Game Launch gespielt und da war Wirbelwind ja auch schon stark. Das wird dann ja direkt ziemlich krass und mehrfach genervt. Also die ganze Barbar-Klasse war ja quasi ein Meme. Das die ganze Zeit immer, jeder Patch war irgendwo ein Barb-Nerf dabei. Aber mittlerweile haben sie ja teilweise versteckt, ne? Die hatten ja auch teilweise Nerfs, die gar nicht gelistet waren und dann so, so Hidden Nerfs. Das war schon vor allen Dingen auch während des Races. Also ich weiß nicht, wir sind, weiß ich nicht, waren Level 80 oder so und auf einmal haben diese Gore's Devastating Grass, diese Wirbelwind Hände da, ne? Die Hände, haben sie einfach komplett deaktiviert für ein paar Stunden, weil einfach viel zu viel Schaden gemacht hat auf einmal.
Und das hat Ja, natürlich da kann ich schon. mich erinnern, die hatte ich gerade gefunden und dann ist nichts mehr passiert und ich dachte mir: „Was ist denn jetzt los?“ Immer wieder spannend, ja. Genau. Neu geladen und du bist dann überrascht, was passiert. Aber eben, wenn wir jetzt genau sind, Season 2 Patch Notes, wart ihr prinzipiell mal überrascht vom Umfang von der Season 2? Weil ganz ehrlich, ich dachte mir, das wird so 'ne 1.5er Season mit 'n bisschen was oder so. Vielleicht Rob zuerst, Umfang, Patch Notes und so weiter und zufrieden oder eher nicht? Ja, also schon total positiv. Ich hätte mir gar nicht zu hoffen gewagt, dass so viel Änderungen kommen. Also wir haben ja fast 50 Seiten oder so an Patch Notes gekriegt und auch richtig gute Changes dabei. Also gerade bei der Class-Balance und so, da muss man schon ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, aber das sind echt schon ein paar gute Sachen, die auch viel in der ganzen Meta und in der Struktur nochmal komplett umkrempeln. Teilweise auch ein paar neue Guides. Zum Beispiel auf dem Druiden gibt es ja jetzt diesen Boulder, der dich umkreist, wie so aus Diablo 2 kennt ihr ja wahrscheinlich den Mhm. Hämmer-Din. Also da hast du quasi so einen Stein, der um dich rumfliegt und richtig Schaden macht mit einem der neuen Das ist geil. Aspekte, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall eine richtig geile Skillung und vielleicht zweite Klasse oder so. Und auch, ja, das Season-Theme, da bin ich noch so ein bisschen Mixed Feeling. Also ich weiß noch nicht jetzt ganz genau, was ich mir komplett darunter vorstellen kann im Endgame. Also da bin ich auf jeden Fall noch mehr hyped auf diese ganzen Class-Balance-Changes und so, was einfach Long-Term ist, weil aktuell machen sie die Season-Themes ja quasi für 3 Monate ins Spiel und dann nehmen sie meistens wieder raus, denke ich. Vielleicht wird noch irgendwann was zum Core-Spiel hinzugefügt. Aber ich bin auf jeden Fall mehr daran interessiert, dieser Long-Term-Content, wenn die Klassen verändert werden und die Builds verändert werden und neue Legendäre dazukommen. Sowas finde ich richtig cool. Ja klar, wenn man natürlich auch 'n bisschen umbauen kann und wenn man viel spielt, ist halt 'n bisschen Variation ganz nice, ja. Da kommen wir dann auch gleich noch mal drauf. Aber hier, Lars, wie findest du's von den Patch Notes? Ja, Auch positiv? absolut positiv überrascht auf jeden Fall. Das ist ja wirklich wahnsinnig viel. Es sind halt auch Hammer Quality of Life Changes dabei. Allein halt solche Sachen mit, dass die ganzen Items unter Ancestral auf World 4 einfach automatisch halt kaputt gemacht werden zu Mats und sowas. Was natürlich immer noch fehlt, ist so ein bisschen was Truhenseiten, Lagerplatz. Aber wenigstens werden so ein paar Hauptprobleme angegangen, wie dass die Endgame-Aktivitäten endlich mal alle sinnvoll sind halt. Dass wir nicht den ganzen Tag lang nur Nightmare-Dungeons machen, sondern auch, dass die Whispers halt irgendwie einen Sinn haben. Da haben sie ja die XP gebufft, die sollen jetzt mehr Gold geben. Und da droppen halt Parts für einen von diesen Bossen. In der Helltide halt, dass du ein bisschen höhere Item-Power aus den Chests rausbekommst. Da haben sie auch die XP gebufft und so. Allein, dass diese ganzen Endgame-Aktivitäten alle irgendwie einen Sinn hatten, finde ich jetzt gut, weil mit Season 1 ist da halt alles in die Richtung gegangen, noch mehr Nightmare Dungeons machen. Hier, ihr kriegt jetzt auch Souls aus Legendaries raus. Wenn ihr die kaputt macht, dann müsst ihr noch weniger Helltide farmen und nur noch Nightmare Dungeons. Und mir hingen halt irgendwann die Nightmare Dungeons zum Hals raus, einfach in Season 1. Und das freut mich halt sehr, dass da endlich mal alles ein bisschen Sinn hat und man ein bisschen Abwechslung im Endgame hat. Ja, weil du wirst ja im Endeffekt ein bisschen genötigt, das zu machen, ne? Also, es ist ja in dem Ja, Fall per se nicht unbedingt neuer Endgame-Inhalt, sondern sie haben halt gesehen, dass die Leute das nicht nutzen, weil es auch ehrlich gesagt keinen Sinn gemacht hat. Und jetzt wirst du einfach genötigt. man Und muss dann die zu Leute sagen zur Abwechslung zwingen. Das Genau. ist immer ja, meine man Meinung. muss das ist es, man muss die Leute zur Abwechslung zwingen, ja. Und ebenso wie diesen Flüsterbaum, was ja nur die versteckten Bounties aus Diablo 3 sind, du musst die halt dazu hinnötigen. Hätte man vielleicht vom Anfang an da ein paar Items verstecken können, dass sich das Ganze lohnt, aber ich bin schon gespannt. Seht ihr es kritisch mit dem 40% XP-Buff, dass die Leute schneller 100 werden? Weil ich bin persönlich jetzt nicht der Meinung, wenn die Leute 100 erreichen, dass sie dann richtig loslegen, sondern dass der Großteil aufhört, weil 100 das Ziel ist. Ja, Und dann also nicht der Meinung, dass die dann mit 100 anfangen, Überbosse zu grinden, um eben das ein oder andere Unique zu kriegen. Also ich glaube, für die große Masse an Spielern ist es ein guter Change, weil die meisten haben eh dann 70, 80, die haben es gar nicht bis 100 geschafft, die sind einfach da schon, haben einfach schon das Spiel an die Seite gelegt. Und von daher denke ich, dass dadurch, dass es schneller ist und die Leute 100 sind, dann auch eine gute Chance haben, den über Duriel oder Lilith nachher zu besiegen. Und dadurch das Spiel einfach quasi ja, etwas langwieriger wird. Einfach dadurch, dass du schneller der wirst und dann halt noch mehrere Möglichkeiten hast mit deinem Paragon-Board, mehrere Möglichkeiten hast, was die Endgame-Activities angeht. Also ich denke schon, dass es overall nicht negativ wird, dass die Leute schneller quitten, weil sie so schnell 100 sind. Ich denke mal, für die meisten Leute, ich habe eben gesagt, 20 Stunden bis 100, so das ist für einen Gruppenspieler, der total effizient tryhard, ne? Und ich denke mal, so Mhm. für einen normalen Spieler, also so um die 100 Stunden wirst du, glaube ich, schon noch brauchen, wenn du jetzt nicht in der Gruppe spielst und jetzt nicht min-maxed Efficiency. Und ich denke mal, das ist ja doch in 3 Monaten für so einen Gelegenheitsspieler doch nochmal eine Ansage. Ja, ich denke auch, wenn die Wenn Leute ein realistischeres Ziel haben, auf das sie darauf hinarbeiten, halt mit ein bisschen mehr XP oder so, dass sie vielleicht mehr die Motivation haben, auch dann bis 100 zu spielen, wenn sie sehen, es geht besser voran, ein bisschen schneller und nicht bei 70, 80 quitten. okay, dass es dann generell ist, weil der Gap dann nicht so hoch ist und weil man da mehr machen kann. Ja, bin ich gespannt.
Also man wird sehen, ob es die Leute praktisch bei der Stange hält oder dass es sie länger bei der Stange hält, weil man muss ja auch fairerweise dazu sagen, Diablo 4 hat ja eine Talfahrt hingelegt, das war ja doch relativ unerwartet. Also jetzt mal nicht nur von der Viewer-Base her, was man auf Twitch oder so mit hatte, sondern eben auch so von der Spieler-Base. Ich hatte mich vor kurzem wieder mal eingeloggt, also teilweise machst du die World-Bosse allein, wo du dir denkst, so, ey, wo sind denn die ganzen Spieler? Oder du läufst durch, die Städte sind leer, die Events sind leer und da denkst du so, da Ja. ist ein bisschen was schiefgelaufen. Ja, da ist schon eine große Masse der Leute einfach jetzt, also jetzt aktuell, da gab es auch einfach keinen großen Incentive noch zu spielen. Also auch jetzt für uns als Streamer, als Content Creator, da musste man sich, wie du eben schon so schön gesagt hast, Lars, sich seinen eigenen Content irgendwie machen. Ne? Ich habe noch mal ein bisschen Ja. in die Speedruns reingeschaut oder so, was auch noch nicht ganz so entwickelt ist in Diablo 4. Aber vielleicht kommt das ja noch, das war in D2 immer richtig cool. Einfach so auch Off-Season einfach mal einen neuen Charakter zu leveln, einfach so gucken, wie schnell man es schaffen kann und so. Also ein bisschen kreativ sein und sich so eigene Challenges suchen, ist ganz cool. Aber das sollte doch eigentlich vom Spieleentwickler kommen, sodass man da ein bisschen mehr Incentive und ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Ja. Das auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen jetzt mal ganz kurz, bevor es weitergeht mit Diablo 4, vielleicht über Lars seinen Hintergrund reden und dass den der einfach wegflext. Ne? Ich habe so ein Greenscreen, Rob hat ein Greenscreen und Lars hat was? Ein Podium mit 2 Statuen. Was ist denn hier los? Lilith und Inadius, ja. Ja, richtig Keine nice. Ahnung. Hab ich Bock drauf. Sieht gut aus. Deswegen hast du Nice. auch in den letzten 2 Monaten kein negatives Diablo 4 Video gemacht. Er wurde gekauft. Clever. Alles Alles klar. So, selber gekauft. die Gerüchte haben wir gestreut, dann können wir jetzt hier weitergehen. Aber hier mal vom Season-Umfang, wie findet ihr die Vampirmächte? So ein bisschen eine Einschätzung, weil Rob meinte zum Beispiel schon eben mit dem Wirbelwind-Barb, es gibt ja, glaube ich, eine Vampirmacht oder diese Vampire-Bauer, die kanalisieren, trifft. Wie sieht das aus? Und mit der Overpower-Änderung, weil soweit ich weiß, kann, glaube ich, Wirbelwind kann Overpowern gar nicht triggern, oder wenn es Ja. kanalisiert. Also Also das generell, ist ja, generell schwierig. bei den Vampire-Powers, also da gibt es schon viele interessante Sachen. Aber ich habe jetzt mal geguckt, so die meisten Builds nutzen dann doch schon sehr ähnliche Powers. Also da gibt es halt manche, die sind einfach ganz klar stärker als andere, so zumindest vom Gefühl her, ohne dass man jetzt die genauen Mechaniken weiß, weil wir haben natürlich noch nicht gespielt. Das Patch kommt ja leider erst genau zum Season-Start, also da wird es auf jeden Fall erstmal noch ein großes Fragezeichen und auch viel zum Testen geben. Was beim Wirbelwind-Barbar, du hast natürlich diese Channeling-Power, ich glaube, also 40% mehr Schaden, 30% mehr Zähigkeit, wenn du in diesem Bloodpool drin stehst. Aber das Wenn du Problem nicht ist ja, rausläuft. ja, genau, mit dem Wirbelwind, du bist ja eigentlich, das macht ja den Wirbelwind-Barb gerade so stark und das ist ja gerade so der Selling Point beim Wirbelwind, dass du halt Schaden machst, während du läufst. Aber dann kommt dieser Bloodpool und der ist einfach stationary, der bleibt einfach fest auf dem Boden. Und der geht nicht mit dir mit, ja. Genau, also das ist halt so ein bisschen, ja, einfach irgendwie negativ für den Bild, denke ich. Und ich habe das auch, war ganz lustig, auf Twitter haben sie, glaube ich, ein Video geteilt, da haben sie auch diese Power einfach mal geshowcased und da war es genau das Gleiche. Da war der Gegner, dann ist das Blatt quasi ausgelöst Gespawnt, worden ja. und erst quasi rausgewirbelt und hat gar nicht davon gebenefitet. Also es gibt noch, denk mal, also wird ein bisschen technisch, noch eine ganz kleine Chance, dass das snapshottet. Das heißt, wenn du in diesem Blut der Spawn stehst, dabei bist. genau, ja. und dann einfach Wirbelwind gedrückt hältst, selbst wenn du rausgehst, vielleicht hast du dann noch den Damage-Buff, vielleicht aber auch nicht. So, das muss man testen. Also das könnte noch ein kleiner Lichtblick sein. Und ja, dann natürlich noch ein bisschen Slap in the Face, war Overpower funktioniert gar nicht mit Channeling-Spells. Also jetzt haben sie den ganzen Crit genervt und der Wirbelwind-Barbar hat ja sehr viel Crit-Chance durch den Wirbelwind und so und sehr viel Crit-Damage, dadurch, dass der Barbar 4 Waffen tragen kann. Und das haben sie halt jetzt komplett genervt. Dafür gibt es Overpower. Aber Overpower kannst du halt gar nicht spielen, weil es bei Channeling gar nicht auslöst. Ist ja beim Sword, glaube ich, genauso auf dem Disintegrate. Da wird es ja dann auch nicht funktionieren und ja, das ist schade auf jeden Fall. Wie siehst du so, Lars, mit den Änderungen und Overpowered und Also ich muss sagen, es gibt ein paar Powers, die sind richtig geil. Vor allem, dass wir mal ein bisschen mehr noch Sachen haben, um mit Cooldowns rumzuspielen. Es gibt ja diese eine Power, die ist Hektik oder sowas, wo du mit Basic Skills immer einen random Cooldown um 2 Sekunden reduzieren kannst. Wo du halt, wenn du gut Tech-Speed stackst, halt einfach mal Cooldowns aktiv runtersetzen kannst. So Mechaniken, die wir halt normalerweise in D3 haben, irgendwie ein Obsidian-Ring oder sowas. Und das gab ja auch eine allgemeine Power, die alle Ulti-Cooldowns um 20% reduziert. Also vor allem mit Cooldowns halt mal rumspielen, finde ich ein bisschen angenehmer. Auch hier die neuen Unique-Schuhe, die Flicker-Step oder so, um Ultis zu reduzieren. So aktive Mechaniken, um die Ultis zum Beispiel auch mal mehr drum rumzuspielen. Ja, finde ich halt eigentlich ganz geil. Plus es gab noch so ein paar Sachen, die ordentlich viel Attack-Speed auch gebracht haben. Es gab noch einmal schönen Bonus Attack-Speed, irgendwie für den Basic-Skill gab es eins. Und Attack-Speed basierend auf deinem Movement-Speed und so. Da habe ich mir so ein paar Bildsachen zurechtgelegt. Das halt in Kombination mit den Basic-Skills kann man halt ordentlich gut halt Cooldowns reduzieren. Und was halt natürlich offensichtlich ganz geil ist, ist dieser Vampir-Dash halt sozusagen. Eine Fortbewegungsmöglichkeit halt mal für jede Klasse, auch für Necro.
mal vielleicht sich halbwegs schneller vorzubewegen. Mhm. Da ist nur dann die Frage, ob der mit zum Beispiel den neuen Flicker-Step-Schuhen halt die Cooldowns von den Ultis runtersetzt, wenn du durchdasht, ob das funktioniert. Ist das dann noch ein Evade? Zählt das dann noch? Dasselbe frage ich mich die ganze Zeit beim Mage, wenn ich den Teleport in den passiven Slot rein tue, ob das dann auch noch ein Evade ist, sozusagen. Zählt das dann noch für diese Schuhe? Oder Ja, tut aber das ansonsten. nicht? Wie sehr nervt's euch, dass es keinen BTR gibt? Weil das hatte ich nämlich auch ich hatte ja eben, wir waren ja alle bei dem Diablo-Event während der Gamescom und eben bei dem Interview-Slot und da war das halt so eine Frage, also ein BTR, also sorry, aber das gibt solche Änderungen und du kannst nur raten, so wie du sagst, und das sind so Ja. spezifische Dinge Hm. und da machst du was und dann baust du drauf hin. Ich meine, ihr zwei, ganz ehrlich, ihr habt die Ressourcen, ne? Wenn du da mal 20, 30 Millionen Gold verballert hast, dann skillst halt um. Aber wenn das halt eben dann als jemand machst, der vielleicht ein bisschen weniger Zeit hat und sich nach so einem Guide orientiert und der merkt dann bei der Hälfte, ey, das funktioniert ja überhaupt gar nicht, weil noch die Testphasen nicht abgeschlossen sind. Also ist jede Season, die startet, kriegt das Community-Team von mir die BTR-Frage. Schon vorweg, wenn schon irgendwas ist, weil irgendwann, glaube ich, werden es das machen müssen, weil die Änderungen viel zu umfangreich sind. Und auch diese Idee, was sie jetzt aktuell haben, dass dann die starten eine Season und 2, 3 Wochen später kommt schon der Patch, den sie angekündigt haben. Also sorry, Mhm. ein bisschen der falsche Weg. Ist der größte BTR der Welt einfach so nach dem Motto, jetzt testen wir mal 2 Wochen und dann lassen wir es, oder ist das für euch gut, weil du es im Endeffekt einmal entdecken kannst und nicht zweimal? Weil ganz ehrlich, wir haben in Diablo 3 das ganze Ding doppelt gespielt. Einmal am BTR und dann, wenn es live ging, ne? Ja, in Diablo 3 sind wir, glaube ich, da echt schon sehr positiv mittlerweile, was die PTR und die ganze Testing-Phase angeht. Da schaffen es eigentlich kaum irgendwelche komplett Game-Breaking-Bugs in den Live-Server. Aber in Diablo 4 haben wir jetzt zum Launch ja gesehen, da gab es ja richtig viele Sachen, die einfach unendlichen Schaden gemacht haben oder so. Und Mhm. in Saison 1 haben wir das gleiche, das Barber Jam ist ja, oder das Hard ist ja ein perfektes Beispiel, wo da einfach ja, komplett irgendwelche Sachen überhaupt nicht funktioniert haben und manche Sachen haben einfach unendlich Schaden gemacht quasi. Und ja, da ein PTA zu haben, also das wäre echt richtig gut. Und ich glaube, das wird für Blizzard auch. Ich meine, klar, die müssen halt ein bisschen Geld ausgeben, einen Server haben und sowas und das Feedback irgendwie implementen. Aber ich denke mal so, also long-term brauchen wir das auf jeden Fall für das Spiel, weil sonst wird es halt einfach immer Sachen geben. Du bist halt quasi die Developer gegen die ganze Community, so was Testens Mhm. angeht und was, ja, irgendein Fehler oder irgendwo wirst immer noch einfach komplett unintended irgendwie ganz viel Schaden machen oder so. Und ich glaube, der einzige Weg ist da einfach die Masse an Leuten, die Lust haben und das ja auch umsonst machen. Also ist ja gar nicht selbstverständlich. Also die Leute testen ja quasi das Spiel umsonst und haben da sogar noch eine Menge Spaß dran und machen da auch noch Content raus und alles. Und das macht das Spiel ja auf lange Sicht nur besser. Und ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall. Einfach gerade, wenn wir dann die Leaderboards haben, dann wird es ja Ja. einfach eine Competitive-Szene geben. Und wenn da Mhm. einfach solche komplett broken Mechanics sind, die einfach passieren, das kannst du einfach nicht vermeiden, wenn du keinen Testserver machst. Von daher denke ich schon, dass das eine gute Sache ist. Und ich denke mal auch auf Dauer, oder ich hoffe zumindest, dass wir das auch haben werden. Ja, aber eben, also ich bin ja dann schon gar so weit, ich bin auch der Meinung, dass ein BTR garantiert kommen möchte oder kommen muss. Aber da möchte ich schon so haben, so bequem wie in Diablo 3, ne, mit der Ziege, wo ich hingehe, mir die Uniques aussuchen kann. Weil das Ziel von dem BTR, das wird auch oft ein bisschen von der Community missverstanden, ist nicht, dass wir 2, 3 Wochen früher die Inhalte in dem Sinne spielen und leveln, sondern wirklich gezielte Sachen testen kann, damit das dann mit ein paar Fehler weniger online geht. Und dadurch, wenn man jetzt 50 Seiten Patch Notes macht, dann wird's halt teilweise sehr, sehr schwierig. Was ich oft gehört habe, ist, Pass of Exile bekommt's doch auch hin. Die haben ja auch keinen Testserver, 50 Seiten Patch Notes, aber ich glaube, die haben ein anderes System und kann viel simuliert werden und vielleicht bezahlen sie auch eine viel größere Testmenge. Das weißt du ja nicht, ob die vielleicht 100 Leute irgendwo sitzen haben, die das halt immer wieder mal durchspielen, weil so wie du sagst, BTR ist doch, wenn so ein Lars, der spielt das kostenlos eine Woche durch, ne? Also, Genau. Ja, ich glaube, ich habe in D3 mehr Zeit fast auf dem PTR manchmal in der Season verbracht als in der Season oder so. Also spätestens ab Leaderboards brauchen wir es halt auf jeden Fall in D4. Und dann auch nicht so umsetzen wie in Diablo 2 hatten sie das ja auch probiert, in Diablo 2 Resurrected einen PTR zu Ja. machen, aber da waren nur so vorgefertigte Chars dann wie ganz blöd. Da haben sie es ja. nicht direkt gemacht mit so einer Ziege, halt, wo wir Zeugs kaufen Hm. können wie in D3. Also wenn, dann muss das wirklich so bequem sein in D3, dass man halt auch schnell und gut und ausführlich testen kann, ohne natürlich 100 Millionen Gold da zu farmen, halt erst dann auf dem PTR. Ja, also eine schöne Testumgebung, wunderbar. Der einzige Punkt natürlich, das haben die auch gesagt, halt, wo wir denen im Interview die Frage gestellt haben beim PTR, es ist halt wirklich immer, der Content wird vorweggenommen, aber Hm. ja, keine Ahnung, ob es jetzt 2 Wochen vorher halt auf dem PTR gesehen wird oder dann in der Season 2 Wochen später, keine Ahnung, ist ja auch ähnlich egal.
Soll man sich Ja, den es PDR nicht ist anschauen. das ist natürlich schon richtig, dass da ein bisschen das Entdecken und so weiter verloren geht, aber der BTR ist ja eher auch nur für so 'ne sehr, sehr kleine Zielgruppe, die auch wirklich bereit ist, weil wenn du dann den Leuten sagst: „Ja, du kannst den Testserver gern alles spielen, aber nach 2 Wochen wird alles gelöscht, was du jetzt da 50 Stunden reingebuttert hast“, das haben ja viele auch nicht am Schirm. Also, das muss man ja auch dazu sagen. Und fairerweise auch, das ist natürlich als, Streamer und eben YouTube und so weiter, ist es für dich halt auch essenziell, weil du die Videos ready kriegst, ne? Weil jetzt passiert das halt, jetzt schaust du mal, was passiert und dann kannst du es live machen oder eben nicht. Also, da muss man natürlich dazu sagen, das wäre schon deutlich, deutlich angenehmer. Wenn wir auf Season 2 gehen, Überbosse. Findet ihr gut? Also, ich frage mal direkt den Lars. Du bist jemand, der hat auch Diablo 2 Resurrected gegrindet. Findest du das Prinzip mit 'nem Loot-Table bei einem Boss, wie gefällt dir das? Wird ja in D2 ein Ähm, paarmal gemacht sein, ne? ja, also ich muss sagen, eigentlich gefällt es mir ganz gut, so dieses gezielte Farmen von den Uniques, dass du dir wirklich dann einen Boss raussuchst. Du schaust halt so ein bisschen in den Listen nach hier, das Unique, was ich jetzt hier für mein Bild brauche, bei welchem Boss bekomme ich das? Und dann musst du halt auch das davor sozusagen machen, musst diese Materialien halt zusammenfarmen, bei Whispers, bei Helltide, bei Nightmare Dungeons, wo auch immer. Und dann farmst du halt den einen Boss. Und über Duriel hat er quasi diese Reihenfolge, dass du erst die kleinen Bosse farmst, bei denen die Materialien für den bekommst und dann den farmst. Also finde ich eigentlich ist ganz gut. Aber was ich glaube, man kann die ganzen Materialien dafür auch traden. Es wird halt auch sehr teilweise ein bisschen in so 'ne Meinst du, geht Trading-Richtung das? gehen. Ja, haben sie gesagt gehabt im Haben Stream auf sie jeden Fall. Ja. okay, Ja. okay. Also, die werden halt auch gegen Bots gegen Gold getradet werden. Dann wird's wahrscheinlich auch wieder als Service gehen, dass andere Leute da durchziehen, die's vielleicht nicht hinbekommen, je nachdem, wie schwer die halt sind. Mal schauen, wie sich das halt alles entwickelt. Ich hätte das halt nicht tradebar gemacht halt im Endeffekt, dass man wirklich das selber farmen muss und selber dann die Bosse legt. Das sehe ich nur ein bisschen kritisch an, aber das gezielte Farmen von Uniques auf jeden Fall Bosse klatschen, sich wirklich für die einzelnen Bosse vielleicht, kann ich, keine Ahnung, so ein bisschen vorbereiten auch, je nachdem, wie schwer die jetzt wirklich sind. In Diablo 2 muss man ja wirklich schon sich halt ein Überbosse-Bild bauen, ansonsten bekommt man die auch nicht hin. Die sind so semi-schwer mit dem richtigen Bild, mit dem richtigen Smiter-Paladin hast du da keine Probleme, aber wenn du unvorbereitet reingehst, dann fällst du halt ein bisschen auf die Fresse. Also ich hoffe, dass die dann gute Balance hinbekommen, halt, dass sie schwer genug sind und nicht zu leicht. Ja, Mal schauen, wie aber siehst ich du's, freue mich Rob, drauf. mit der Dings? Ja, also generell die Bosse ist eine richtig gute Sache. Also gerade du hast ja in Diablo 4 auch so, ich sag mal, Build-Enabling Uniques, wie der Tempest Draw zum Beispiel für den Tornado-Druiden, wo du einfach diesen Unique-Helm brauchst, sonst kannst du den Bild gar nicht spielen. Und da ist es natürlich schon eine coole Sache, wenn du halt genau weißt, so ist jetzt nicht kompletter Zufall, sondern ich kann zu dem Boss gehen und dann habe ich zumindest eine Chance, eine relativ Chance, den Helm zu bekommen auch. Und daher kannst du dann halt einfach noch mehr Build-Diversity einfach haben im Spiel. Was natürlich ja auch eine Sache ist, ist die Schwierigkeit. Also ich denke, sie haben ja gesagt schon, dass es nicht so schwer wird wie über Lilith, also der über Duriel-Kampf. Also sie haben ja Resistance reworked, dann hast du quasi die 70 Max-Rest, denke ich mal, die wirst du für den Kampf schon brauchen. So gehe ich davon aus, dass du halt das stacken musst. Das wird natürlich auf manchen Klassen, ihr beide macht ja Sorg, da hast du ja mit Intelligenz, glaube ich, echt einen relativ guten Vorteil, dass du diese Resistenz einfacher erreichen kannst. Ja. Jetzt zum Beispiel dann auf dem Barbar oder auf dem Druiden oder so wird es vielleicht etwas schwieriger. Da musst du wahrscheinlich schon, ich sag mal, ich glaube, Duriel wird dann ja Giftschaden basiert sein. Da musst du halt schon gucken, dass du dann vielleicht dein Paragon-Board ganz leicht anpasst, dass du Giftschaden hast oder einen Smaragd in deinen Ring packst, dass du Giftschaden hast. Also da denke ich mal schon, dass du so ein bisschen dass du schon eine Challenge haben wirst und da auf jeden Fall deine Resistance ja, maximieren solltest, denke ich mal, um überhaupt eine Chance zu haben gegen den Boss. Aber generell denke ich, wenn ich mir so Warschen angucke, was in Saison 1 ja der neue Boss war, das war ja eher so ein Pushover, den hast du halt mit deinem, wenn du Level 90 plus warst oder so, hast du den innerhalb von ein paar Sekunden umgehauen. Ja. Das war dann natürlich eigentlich nicht so das, was die meisten Leute sich vorgestellt hatten, sondern die meisten Leute hatten schon so, weil sie das auch, glaube ich, über Warschen auf Twitter mal genannt hatten, so einen halben Lilith-Fight im Kopf. Und ich hoffe natürlich, dass es schon anspruchsvoll wird, aber natürlich auch nicht zu schwer. Und was jetzt Ja, auch. aber man muss auch dazu sagen, eben von den Schwierigkeitsgrad her, so wie bei Überlilith, das sind ja so One-Shot-Mechaniken oder wenn das Ding ist halt die Frage, ob das jetzt Schwierigkeit ist, wenn du halt praktisch da stehst und dann fährt was über dich drüber. Ne? Also der Spaß mit den One-Shot-Mechaniken, also ich hoffe, dass das bei den Überbosse nicht kommt, aber auch, dass die Fights nicht, so wie du sagtest, 5 Sekunden dauern. Also das wird man dann eben sehen. Aber so von den Bossen, von den Schwierigkeitsgraden her, wird der, glaube ich, nur Duel schwer werden, oder? Weil die anderen hätte ich jetzt nicht so auf dem Segment, dass wenn du sagst, okay, ich bin keine Ahnung, 80 oder so irgendwas, ich habe das Resi-Cap, da wird man drüber fahren können. Glaubt ihr, es hat den Grund, weil du es Ja. in Diablo 2 kannst du ja so machen mit Spiel zu, Spiel auf die Bosse farmen und hier musst du ja
den Boss beschwören und das vorbereiten. Meint ihr, es hat einen Servergrund oder sie wollten es einfach anders probieren? Ich glaube, die hatten ja auch schon im Livestream gesagt, dass die nicht wollen, dass du einfach unendlich viele Versuche hast direkt. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, was passiert. Was ist denn, wenn du jetzt stirbst bei Duri? Also das müssen wir natürlich auch mal gucken. Eventuell Hm. hast du dann deinen Key verloren und du kannst nicht mehr da So- rein. Also das könnte So- natürlich Moment, auch ich mal ganz- Stream halt. Ja, mal ganz ehrlich, was würde euch lieber gefallen, wenn du einen Try hast und tot bist raus und du musst es neu oder dass du unendlich viele Tries hast, bis du aufgibst? Also die Masse will natürlich Try, oder? unendlich viele Tries, aber ich persönlich auch für Content und so, also ein Leben und wenn du failst, dann musst du halt nochmal neu farmen, ne? Ist halt so. Ja, Finde ich auch ja. besser. Ja, auf jeden Fall. Aber ich Dann denke musst du- eher mit Blizzards Historie, dass du da, wenn du den einmal aufmachst, dann kannst du da auch sterben und dann kannst du wieder da rein. Weil sonst hast du natürlich auch wieder, weil ich habe jetzt auch schon eine Diskussion gehört, dass Leute das Gruppenspiel halt wieder sehr kritisiert haben, weil du einfach so viel mehr Tries hast. mehr Tries hast in der Gruppe. Du hast, glaube Ja. ich, 16-fache Effizienz, weil du kannst einmal zu viert ja den Schlüssel farmen für diese Zwischenbosse. Und dann hast du quasi ja schon, wenn vier Leute einen Schlüssel haben, kannst du ja schon 4-mal den Boss machen und jeder Boss droppt nochmal ein Material. Das heißt, du hast dann 4x4, 16-fache Materials Okay. am Ende. Und das ist natürlich dann, wenn du ein Solospieler bist, ist schon ein bisschen frustrierend, denke ich. Vielleicht können sie das noch ein bisschen anpassen, dass jeder einen Schlüssel braucht, um Duriel, um da reinzukommen. Ja, Weil aber das sonst- würde das Gruppenspiel ja dann wieder ein bisschen negieren, ne? Aber du Ja. hast im Gruppenspiel ja wieder ein bisschen den Vorteil für mehr Schaden und so weiter und den Buffs. Aber ich habe das auch gesehen, Gabucci hatte das Video gemacht, ne, mit dem 16-fachen Genau. irgendwas, weil es halt Ja. richtig ist, wenn nur einer bezahlt. War ja damals bei Diablo Immortal auch so, dass nur einer den Key bezahlt hatte, aber zum Live-Patch haben sie das dann schnell geändert, dass jeder payen muss. Genau. Also wird man sein, aber vielleicht soll auch das Gruppenspiel wieder ein bisschen forciert werden, weil ja, wir werden sehen. Also ich bin mal gespannt. Auch von den Ideen her, was ich ein bisschen schade finde, ich hätte gern ein paar Dropraten gehabt, also ungefähre Prozentangaben. Muss nicht genau sein, aber sie haben ja gesagt, sie haben zum Beispiel eben diese Uber-Uniques, haben es die Droprate erhöht. Aber ganz ehrlich, kennt ihr wen der eins hat? Du kennst wen, Rob, oder? Hattest Ja, du einen Großvater könnte oder wen in sogar- der Friendlist? Könnte sogar gerade in meinem Chat sein. Also, da Ja, ist so- Hydra auf Twitch und der hat einfach eins in einem Nightmare Dungeon. Mercy's Reach hat er einfach gefunden. Ja, wir in der Gruppe und ganz casual, oh ja, hier. Das hat sich mega Ah, gefreut, ja. einfach der Grandfather gedroppt. Und dann hatten wir Ja. ja noch ein Event, was natürlich jetzt ein bisschen zwischen den Linien war, wo gerade der Patch rauskam, wo in der Helltide der Shake oder der Drop von Über-Uniques enabled wurde. Und dann hatten wir uns natürlich direkt am Stream überlegt, ja, okay, dann gehen wir auf unseren Barbar. Der Barbar hat nämlich überhaupt keinen Unique-Helm in der Loot-Table und haben einfach immer diese Helm-Chests aufgemacht und da war eine relativ gute Chance, halt eine Harlequins Quest zu bekommen. Und ich weiß nicht, ich hatte bestimmt 40 Leute im Stream, die eins bekommen haben. Ich hab leider keins bekommen, aber hatte halt mehrere Leute in der Gruppe, die eins bekommen haben. Diese paar Stunden, das war irgendwann europäische Zeit, mitten in der Nacht haben wir gefarmt Ja. für 4-5 Stunden, bis sie es dann Okay. genervt haben. Bis sie es dann genervt haben. Ja, aber so prinzipiell, weil ich sag mal so, ne, die Droprate von diesen Uber-Uniques ist ja auch ein bisschen so ein Diskussionsthema in der Community, weil einige sind der Meinung, ja, die sollen ruhig selten sein, aber ich habe echt Pass of Exile-Spieler gesehen, die darüber einen Joke gemacht haben und wenn mal die BOE-Community anfängt, über Dropraten sich lustig zu machen, also das war halt vielleicht doch ein bisschen, ich bin gespannt, wie sich das dann mit Duel ändert. Ja, ich glaube, Ja, immer ich erwarte, dass- die Leute, die das sagen, dass die Droprate fein war, so wie sie jetzt ist, die haben einfach Statistik nicht verstanden, so, weil das einfach komplett unrealistisch ist, in einer menschlichen Lebenszeit diese Gegenstände zu bekommen. Selbst wenn du 24 Stunden, 7 Tage die Woche spielst, hast du keine Chance, das in deinen 80, 90, 100 Jahren, die du lebst, jemals zu bekommen. Also von Ja, daher es bin ist ich genau echt eben- froh, dass sie das ändern. Ja, Ja, man auf muss auch jeden wirklich dazu sagen, also hat nichts mit selten mehr zu tun. Also da ist selten ist ein Begriff, der halt doch irgendwie möglich sein sollte. Und dann sind wir da auf jeden Fall mal weg. Also bin schon mal gespannt. Aber prinzipiell die Änderung mit dem gezielten und den Loot-Table finden wir gut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Test von Blizzard, um zu schauen, wie sich das entwickelt und ob das die Leute auch annehmen und mögen. Wie findet ihr das, dass sie das Item-Level erhöht haben? Ich glaube, 9,25 ist das neue Max. War das schon notwendig? Weil im Endeffekt hast du ja jetzt die Beschleunigung durch 40% mehr XP und auf der anderen Seite machen sie ja alles noch stärker, oder? Weil sie ja eben die Item-Levels auf 59 hochdrehen oder 25. Ja gut, sie haben alles schwächer gemacht, weil sie die Multiplayer angepasst haben. Hier Crit Damage und Vulnerable Damage. Und das war ja schon ein insaner Nerf. Wirklich, da muss jetzt noch die Item Power Increase eigentlich kommen. Ansonsten hast du einen so harten Nerf. Sie wollen ja die Monster auch noch ein bisschen darauf anpassen, halt auf den Nerf. Aber ja, musste erhöht werden eigentlich wahrscheinlich. Also irgendwie mussten sie Power Creep noch ein bisschen hochschrauben.
Das Einzige, wofür das natürlich sorgt, alle Leute in Non-Season, alle Items sind halt jetzt Müll. Keine Ahnung, nach der Season, ich brauche Ja. meine Tour gar nicht mehr sortieren. Es ist alles Schmeißt Low alles Item weg. Alles Power, weg. alles weg. Ja. Es ist nämlich so, werden Uniques rückwirkend geändert, werden die eh nicht, oder? Also müsstest du Nö. sowieso neu finden. neu Also kannst finden. die Uniques sowieso schon mal wegwerfen, wenn es neue brauchst. Und jetzt ist eben das Item-Level low. Also zum Kisten aufräumen einfach alles weg. Ja. Was ich aber noch cool finde bei dem Item Power Change, was sie gemacht haben, wenn sie alles stärker machen und sie haben ja auch quasi den Weg, wie du diese hohen Waffen bekommst, haben sie ja quasi auch ein bisschen geändert oder angepasst. Das heißt, wenn du jetzt härteren oder höheren Content machst, höhere Nightmare Dungeons, hast du ja quasi eine leicht erhöhte Chance, diese höheren Waffen auch zu bekommen. Also du kannst es auch im relativ einfachen Content bekommen, also Overworld ganz normal. Aber du hast halt eine viel höhere Chance, in den höheren Nightmare Dungeons diese Waffen zu bekommen. Vorher, also so wie es aktuell ist im Spiel, hast du halt gar nicht so einen großen Incentive überhaupt, die Nightmare Dungeon 100er zu machen. Also es gibt kein Leaderboard, du kriegst nicht mehr Items, du kriegst keine besseren Items. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn, die hohen eigentlich zu spielen, außer halt für die Challenge. Aber jetzt hast du halt einfach auch besseren Loot in den stärkeren oder in den höheren Dungeons, was ich eine ganz gute Sache finde auf jeden Fall. Da hat man zumindest einen Anreiz. einen Anreiz da, Ja, auch mal was genau. sich selber einfach herauszufordern. Ja, bin ich Sehe ich auch gespannt, so. also, wie sich das geht. Also ich muss ehrlich sagen, ich war eben auch überrascht, weil ich dachte mir, weil sie haben ja schon 4 Stunden angekündigt, da war die Erwartung der Community natürlich schon wieder mega hoch. Aber jetzt am Ende, ich fand das auch gut, dass sie es ein bisschen getrennt haben. Ne? Du hattest so ein bisschen, der erste Talk war so ein bisschen über die Season, war so ein bisschen der Verkaufstalk. Und der zweite war dann so ein bisschen, ja, wirklich auch der Entwickler-Nerd-Talk, wo sie dann auch ein bisschen gezeigt haben, wie die Berechnungen waren, wie was funktioniert hat. Und jetzt hier, weil Lars darauf meinte, ist das Capping von dieser Verwundbarkeit und von diesem Crit, meinst du, ist das so stark, ein so harter Nerv? Ja. Weil du kannst ja alternativ auf weitere Stats gehen und die Dings. Das ist so ein harter Nerv. Ja, auf jeden Fall. Wenn du allein irgendwie ein Bild gespielt hast wie einen Bonespear Necro oder so, Ja. wo du, keine Ahnung, 500-600% Crit-Damage hattest und nahezu fast 100% Crit-Chance, also und das jetzt komplett das Multiplayer wegfällt und du nur 50% mehr Damage machst bei dem Crit und dann additiv halt jetzt diesen Crit-Damage auf deinen schon, keine Ahnung, 600% additiven Multiplayer oben drauf rechnest, fällt dir halt extrem viel Damage. Und dasselbe nochmal für Vulnerable. Also das ist schon sehr viel, was da wegfällt. Das Gute ist halt natürlich, jetzt werden Items ein bisschen interessanter, dadurch, dass jetzt alles eigentlich additiv ist, was so überall draufrollt, außer vielleicht Mainstat und Attack Speed. Werden halt manche andere Stats ein bisschen interessanter. Ich habe da beim Theorycraften schon so ein bisschen geschaut. Allein sowas wie Distant Damage und Close Damage rollt halt relativ hoch als additiver Multiplayer auf Ringen oder so im Vergleich zu anderen Stats. Also da kann sich wenigstens so ein bisschen der Fokus vielleicht auf andere Stats halt jetzt fixieren. Aber der Nerf an sich, rein Calculation-technisch, ist halt schon sehr, sehr, sehr Ja. hart. Ich glaube auch beim Bonespear Necromancer, das ist ja so der Necro-Bild neben dem Summoner. Da merkt man es einfach auch noch am meisten. Die haben ja auch nochmal das Key-Passiv von dem Bonespear nochmal auch genervt. Also da ist auch nochmal 50% Schadensverlust. Also ich habe es mir mal ausgerechnet, so, der verliert halt 8-fachen Schaden oder so, der Bonespear Necro. Und das ist natürlich schon sehr extrem. Auf dem Barbar ist es teilweise auch, weil du hast halt 4 Waffen. Das heißt, du hast 4-mal kritischen Treffer-Damage und 4-mal Vulnerable-Schaden gehabt. Ich glaube, auf dem Sorg, ihr beide spielt ja, glaube ich, viel Sorg, da ist es nicht, also da tut es auch weh, glaube ich, der Nerf, aber ist nicht ganz so krass, weil du hast, glaube ich, nicht so eine krasse Vulnerable-Uptime dort. Ja, da ist eher ganz angenehm oder so, dass man nicht mehr so Ja, hart auf Vulnerable gehen muss bei Sorg. Genau, war sonst immer Frost Nova in jedem Bild, weil sonst kannst Ja. du nicht Vulnerable machen und jetzt hast du mal auch noch ein paar andere Optionen. Also was da natürlich jetzt auch passiert, dadurch, dass der ganze Crit genervt wird auf den Klassen, ist, dass einfach diese Damage over Time, also Dot-Builds wie genau, wie Bleed, Barbar oder auch Firewall, Sorcerer, also da gibt es ja schon sehr viel, oder Poison generell, weil diese Mechanik, Bleed hat generell nicht mit Crit Damage und Crit Chance skaliert. Das heißt, du hast quasi jetzt im Vergleich zu allen anderen Builds, weil du kriegst ja auch die stärkere Waffe und du hast keinen Ja, du wurdest nicht genervt. Genau, oder? du wurdest Ist das quasi so nicht dein Ding? genervt, So, also bist du wurdest quasi nicht viel stärker. genervt. Und sie haben ja auch noch gesagt, sie wollen ja auch die Gegner, also über Lilith und so, soll ja auch ein bisschen abgeschwächt werden, um für diese Crit Damage und Crit Nerfs halt quasi das auszugleichen ein bisschen. Und das heißt, dein Dot-Build, also wenn du jetzt ein Firewall oder irgendein Burn, Hydra Burn Sorcerer spielst oder sowas, der ist natürlich jetzt im Vergleich zu allen anderen Builds nochmal deutlich stärker. Und das ist natürlich auch ein richtig interessanter Shift in der ganzen Meta, denke ich, was durch Season 2, also Season 2 wird, denke ich mal, so die Season der Dot-Builds. Die Season ja dort wird. Ja, eben, weil du es schon gesprochen hast, so Meta, was ist deine Empfehlung? Weil das muss ich jetzt fragen, weil das will der Chat natürlich wissen. Mach mal Rob.
OP-Klasse? Also, Jetzt musst du OP-Klasse. Barb sagen. Ja, natürlich. würde ich gerne. Also würde ich echt gerne. Ne? Ich bin ja biased, also wenn es Barb wäre, würde ich es euch sagen. Also ich bin eigentlich der Meinung und auch viele in der Community, dass Twisting Blade Rogue mit diesem Poison, diese Schraubklingen, einfach, die waren ja schon einer der stärksten Builds zum Launch, einer der stärksten Builds in Saison 1. Und jetzt, ich dachte eigentlich, sie nerven das mal, aber nein, Nee. sie haben es noch gebufft. Also ich denke so, alle besten Rogue-Builds ist eigentlich schade, weil ich würde gerne auch mal einen Range, also weiß ich nicht, einen Bogenschützen sehen oder sowas. Aber nee, Rogue ist immer Melee und Twisting Blade mit dem Gift. Da gibt es ja so einen Aspekt mit dem Gift-Imbuement, ist Ja, einfach das richtig haben wir auch noch gesehen. Also da gibt es Das auch ist noch ein paar einfach, ne? Bugs, da gibt es Double Dipping, da gibt es einige Sachen, die halt doppelt zählen in der Schadensberechnung. Das haben sie einfach nicht genervt, oder zumindest steht es nicht in den Patch Notes, man weiß ja nie, vielleicht gibt es auch noch Hidden Changes. Aber ich denke, Twisting Blade Rogue. So, Rogue ist einfach eine Klasse, die durch und durch stark ist. Rogue ist im Leveling stark, Rogue ist im Midgame stark und Rogue ist im Endgame. Gerade für die Bosse ist Twisting Blade so für Single Target, über Duriel, Poison Schaden richtig stark. Das hast du beim Barb leider nicht. Barb ist halt relativ gut im Mid- und Endgame, denke ich, aber Early Game, Barbar und Druide ist immer noch sehr schwach. Also im Level Deswegen nimmst du in eine Gruppe, damit es dir ein Genau, bisschen deswegen spiele ich Schwache. Gruppe. In meiner Gruppe ist ein Necro, da ist ein Rogue und ich spiele den Barb und dann kommt man schon Du durchs musst nur Leveling mitlaufen durch und Item. und nachher Ja, kann ich verstehe. carryen. So sieht's aus. Danach ist wirklich so. Lars, wie siehst du das so? Ja Prinzipiell? gut, ich sag mal so von der Stärke her, ich spiele hauptsächlich eigentlich nur Sorg immer wegen angenehm, weil es einfach bequemer ist. Einfach Teleport und Flame Shield, du hast was zum Unsterblich machen und du hast was zum Durchteleportieren. Einfach pure Bequemlichkeit. Vom Balance-technischen her, ich habe jetzt nicht so viel in die anderen Klassen reingeschaut. Ich habe mich hauptsächlich mit Sorg beschäftigt. Du hast da ja gefühlt Seiten, was du ausklappen das kannst ist für jede total einzelne verrückt. Klasse. Ja, also bei Sorg ist es ja immer so, du musst in irgendeiner Form eigentlich einen Boss C10 eigentlich immer staggern oder so, damit du guten Schaden machst. Da hast du halt einen wahnsinnig hohen additiven Multiplayer, was du halt stacken kannst an irgendwie Damage gegen Freeze, gegen Crowd Control, gegen gechillte Gegner und sowas. Und du hast ja immer noch dieses scheiß Item-Swappen eigentlich, um da gescheit Schaden zu machen. Du musst halt immer irgendwie auf deinen Stagger-Gear erst gehen, dass du einen Boss schnell staggerst, dass der Restant ist und dann Full Damage-Gear. Und dann machst du auch gut Damage, aber ist immer so ein bisschen nervige Mechanik halt. Ja. Damit werde ich mich so ein bisschen beschäftigen. Was spielst du denn dann jetzt Leveling-technisch? Oder welchen Bild willst du denn mit deiner Sorg spielen, Lars? Wahrscheinlich zum Leveln halt wieder Chain Lightning. Chain Lightning gemischt mit Fireball Enchantment oder so. Ja, Fireball ist auch, also gibt ja diese Dopamin, ich weiß gar nicht, was der deutsche Name ist. Dopamin Tunnels ist ja der beste Dungeon aktuell. So Dopamin Tunnels, ja. Da ist einfach so, die Density ist einfach total verrückt da. Ja. Und ich denke, da ist das Fireball Enchant oder generell irgendwelche Flächenschaden einfach echt total broken in dem. Deswegen, Area Damage bei Sorg ist immer nice, nur der Single-Target-Schaden ist halt immer kacke. Das ist das einzige Problem. Genau, deswegen, ich glaube, Bossing mit dem Sorcerer wird nicht ganz so einfach, die Überbosse. Da hast du beim Rogue auf jeden Fall schon einen extremen Vorteil. Und mal gucken, was noch auf jeden Fall versteckter Tipp ist, sag ich mal, ich glaube, Summoner Necro sieht echt noch ganz schön stark aus. Ja, also ich weiß nicht, zum Leveling weiß ich nicht, aber so da haben sie ordentlich gebufft. Also, und der war ja schon nicht so schlecht. Ja, aber wenn du den Barber aus 1, also das Herz rausnimmst, dann droppt der schon hart runter. Man muss den Spielstil halt auch mögen, ne? Man muss den halt auch mögen, den Spielstil. Das ist halt was ganz anderes, wenn du selber Schaden machst oder wenn du deine Pet-AI den Schaden machen lässt. Muss man einfach mögen. Aber viele Leute finden es auf jeden Fall geil und ich finde es auch gut, dass der gebufft wurde, weil es einfach ein unique Playstyle und ja, coole Sache. Genau, das muss man. Also wenn wir jetzt noch bei der Sorg bleiben, Lars, du hast das durchgelesen, der Hydra-Buff von 12 auf 60%, geht der auf den Core-Skill oder geht der nur auf den Side-Skill? Das ist generell einfach, ja, der Grundschaden von der Hydra oder so. Aber die haben nicht geändert, also die haben sich dabei geschrieben, wie hoch ob das Scaling mit mehr Punkten halt geändert wurde. Weil normalerweise steigt, glaube ich, der Schaden halt pro Punkt um 1% sozusagen bei Hydra. Das haben sie nicht dabei geschrieben, sondern nur geschrieben, dass sie den Grundschaden halt von 12 auf 60% gebufft haben und halt gefixt haben, dass das ja nicht mehr mit dem Leben vom Gegner skaliert. Das war ja vorher ein bisschen broken, sogar bei 100er Nightmare Dungeons haben die Hydras sogar guten Schaden gemacht. Aber allem weiter unten drunter auf World Tier 4, wo du sonst mit allem anderen Builds halt alles One-Shottest, haben sie halt kaum Schaden gemacht. Mal schauen, ob das halt vom Scaling her jetzt auch besser ist. Steht halt auch nicht in den Patch Notes drin. Mal schauen. Das ist ein bisschen schwammig, weil der Gedanke war, ist jetzt Hydra wieder so OP, wie sie in der Beta-Phase war mit 25? Weil das hatten sie ja damals wieder runtergedreht. Oder haben sie es eben nur ein bisschen hochgedreht? Das wird spannend. Wie seht ihr Druide? Ich habe bei dir gesehen, Rob, in deiner Liste Shredder-Druide, vielleicht noch Still Buggy oder so? Ja, oder wie also aus? Shred, also hat Lars, glaube ich, hast du auch gespielt. Du hast ja überall das auch mit Shred gelegt, ne? Am Anfang von D4 oder so, Shred absolut broken. Das hat so viele Bugged Interactions eigentlich sind. Und das hat immer noch irgendwelche. Also ich habe gehört, dass ein paar Milliarden Schaden. Ja. Okay.
Also du kannst irgendwie erst Twister mit Poison stacken und dann mit Shred alles weghauen. Aber ich hoffe, dass sie das geändert haben. Das steht halt nicht in den Patch Notes, ne? Man weiß es nicht. Aber wenn es nicht geändert ist, dann ist es natürlich ein S-Tier-Bild, weil das kann halt einfach Milliarden Schaden machen. Ist ein bisschen schade. Was beim Ja, aber es Druiden, ist dann S-Tier-Bugged, ne? Muss man genau, sagen. ist dann gebuggt, aber gut, es ist halt dann Mhm. auch gebuggt seit 3, 4, 5 Monaten, seit Launch, genauso wie der Bulwark. Den haben Ja. sie ja jetzt endlich gefixt. Also der Bulwark-Druide, der ja auch wie die Hydra auch mit dem Leben der Monster skaliert hat, anstatt mit deinem Waffenschaden. Und das war ja auch der Bild, den jetzt Elon Musk hat ja auch ein bisschen Diablo gestreamt, hat ein paar Millionen Zuschauer, war echt krass. Und der hat auch diesen Bulwark gespielt. Und ja, das macht einfach, du hast einfach mega viel, du bist einfach ein Panzer, du bist total tanky und du one-shots einfach alles auf den hohen Dungeons, weil du einfach total viel Schaden machst. Aber das haben sie jetzt zum Glück genervt. Was ich ja eben schon gesagt habe, also der Boulder-Druide sieht richtig interessant aus, auch um auf Level 100 zu leveln, weil du hast halt quasi diesen Boulder, der um dich rumkreist wie ein Hammerding und du kannst dann dich ja bewegen und noch einen Speedrun machen und so. Also das könnte Das sieht richtig geil werden. aus. Und es kann ja auch mehrfach spawnen, ne? Genau, also du kannst ist mehrere ja Boulder auch um dich ja. rum haben mit diesem Hurricane. Ja. Genau. Richtig geil. Das einzige Problem, der Boulder wird dasselbe Problem haben wie bei den Lightning Balls bei Sorg. Wenn du zu dünne, enge Gänge hast oder bei irgendwelchen Türen oder sowas, gehen dir alle Boulders kaputt oder alle Lightning Balls kaputt. Das ist ein bisschen nervig halt. Ja, wird aber auf jeden Fall auch lustig, einfach was Neues auszuprobieren. Und sonst, was immer noch ganz gut ist, weil du kannst ja jetzt den Tempest Roar, quasi den Helm für den Tornado-Druiden, ja quasi Target gezielt holen. Und es ist zwar ein bisschen genervt worden, weil dieser Crit, Damage Cap und so da ganz schön viel reinspielt, aber du hast auch echt richtig gute Paragon-Nodes. Also ich glaube, du hast jetzt eine Paragon-Node, die mit deinem Distant und Close Damage als Multiplier skaliert. Also das Double-Dippt quasi, du hast auf deinem Additive und auf dem Multiplier quasi den Schaden. Und das macht quasi den ganzen Nerf schon wieder wett. Also ich denke mal auch der Vernado-Druide mit Tempest Roar wird auch einer der stärksten Klassen sein. Also Druide, denke ich mal, Leveling nicht so geil, aber im Endgame sollte der richtig abgehen. Seid ihr richtig? Ja, ich glaube immer, das ist auch so. Und eben dann den Schurken und vielleicht der Necro. Also Necro-Minion wird mich überraschen. Ich habe mir Patch schon durchgelesen. Ich war mir nicht sicher, ob der Buffs auf die einzelnen Minion den dorthin bringt, wo er sein sollte. Wir werden es sehen. Sind schon alle Unique-Änderungen bekannt? Ich bin mir da nicht ganz sicher, ne? Weil das ist in den Patch Notes auch teilweise ein bisschen was untergegangen. Ja. Ob da alles schon soweit fein ist oder ob man dann nochmal was Finales sehen wird, weil vielleicht ist ja irgendwo noch ein gutes Unique versteckt. Also die Unique-Effekte sind alle bekannt, aber was wir nicht wissen, ist, welche Stats diese Uniques haben. Das ist zum Beispiel, es gibt ja diese Unstoppable Pens, also es gibt so richtig gute neue Unique Pens, die richtig gute Stats haben und die geben dir Ressourcen, die geben dir Schaden. Aber auf den Pens hat man ja immer 4 defensive Affixe eigentlich drauf. Schaden reduziert von nahen Gegnern, Schaden reduziert von Ferngegner, ja, alles Armor. Mögliche, ja. Und wenn jetzt diese Pens, so wie damals diese Barrier Pens, Temerity, einfach überhaupt keine defensiven Stats haben, dann ist es halt schon nicht so geil auf dem Unique, ne? Also deswegen muss man halt ein bisschen gucken, da weiß man auf jeden Fall noch nicht, welche Stats die haben und natürlich auch nicht genau, wie die Mechaniken jetzt funktionieren. Also da gibt es auf jeden Fall noch einige Fragezeichen, so wie genau das jetzt alles auch miteinander interagiert. Das kannst du halt nicht überanalysieren, du weißt es halt nicht, du musst es halt mal gespielt oder gesehen haben. Ja, das musst du mal ausgetestet haben, also das lässt sich soweit nicht verhindern. Aber vielleicht mal, damit dann auch eben die Message soweit rausgeht, Schurke OP, Druide wahrscheinlich OP, Necro Geheimtipp und Mage und so weiter irgendwo in der Mitte, aber man mal ganz klar, man kann jede Klasse spielen und es hat sicher jede Klasse irgendein Bild, der gut ist. Wie hart, also es hängt jetzt halt davon ab, wie hart die Bosse wirklich dann sind, weil es wird die ein oder andere Klasse halt, so wie du schon gesagt hast, einen Vorteil haben gegen den Single-Target-Boss oder einen Nachteil. Ich meine, beim Schurken haben wir es schon gesehen, auch teilweise bei dem World-Bossen, das war schon in der Beta so, der bleibt halt einfach mal stehen, hat ein paar gute Möglichkeiten, um Sachen und so weiter zu dodgen. Ich habe also Finger crossed, dass eben Totenbeschwörer und auch dann die Sorg deutlich mehr Zähigkeit jetzt bekommen, wo Intelligenz, Widerstand, dass man richtig berechnet wird, weil das war der Fun, eine Sorg in den höheren Sachen zu spielen, war wahrscheinlich nicht so gegeben, weil du warst halt einfach weg. Ja, das ist halt nicht ganz so der Fun. Also ich bin mal gespannt, ob das vom Scaling her auch mit dem Überarbeiten von den Widerständen, ob das dann so viel Input bringt, dass es sich auch auszahlt. Und so wie du schon gesagt hast, also mit diesen vampirischen Mächten dann dabei, mit dieser Blutpfütze, dann stell sie nochmal rein, 30%. Aber da ist halt auch wieder so von der Design-Idee her, ne? Wirbelwindbar bis eine mobile Klasse und dann, also da musst halt ein Item mitbringen, was dir die Fläche mitnimmt. Ja. Oder so, dass das dann halt so prinzipiell gedacht ist, weil also manche Sachen, die sind einfach am Spielsystem vorbei. Und das Beste sind ja auch die Debuffs von den Albtraum-Dungeon, diese eine Blitzkugel. Oder diese Kuppel da, ne, in der Gruppe
In der Gruppe war das Allerbeste. Die Leute laufen rein, einer läuft links, einer läuft rechts, die Kuppel spawnt in der Mitte und Lächerlich. alle tot. Und Also dann das noch im ist Hardcore oder so, ey. Kannst du und dir Ja. genau, und dann noch im Hardcore, also das waren echt, da waren so ein paar Specials dabei. Also ich fand ja auch Backstep oder wie das eine hieß, mit 150%, hat sich zufällig Oh. umgedreht, der Mob kam von hinten weg und da war echt. Oder also das der sind Resource Burn, ey. Also gerade auf dem Sorcerer Genau. oder so. Ja. Da hast du einfach überhaupt Richtig keinen Mana, nervig. ne? Also, Ja, stehst da und machst gar nichts einfach. ja. das da, genau, also das waren so ein paar Aspekte, die man halt gar nicht spielen konnte. Was ich persönlich noch begrüßen würde, wäre, dass die Dungeons ein bisschen besser überarbeitet werden. Ich meine, das wollen sie jetzt dass sie es so haben, aber du hast halt immer noch diese 3, 4 Dungeon, wo halt die Density höher ist und. Also, und ich habe auch eben, Rex, glaube ich, hat das mal gesagt, die sollen diese Events, dass die sofort starten und sofort enden und dieses ganze Gelaber und alles wegtun, weil das sind halt Sachen, die über die Zeit nerven. Wie gut findet ihr die Idee von Blizzard, in die Städte das umzubauen, dass die Laufwege kürzer werden? Weil manche Sachen waren schon ein bisschen lustig, oder? Oder habt ihr euch immer in das gleiche Dorf geportet, damit das Laufen kürzer war? Oder ist es euch egal? Ja, so am schnellsten eigentlich am besten immer zum Tree of Whispers. Da tun sie jetzt, glaube ich, noch den Okkultisten halt hinmoven, dass du da noch ein bisschen mehr eigentlich hast. Da hätten sie auch direkt noch die anderen Händler mit hinstellen können. Das ist, glaube ich, nur einen Schmuckhändler, hätten sie noch einen Rüstungs- und Waffenhändler hinstellen können und dann hätte man sich halt nur da aufgehalten. Also haben wir in der Stadt eigentlich nur den Obolus-Händler immer ein bisschen weiter jetzt in die Mitte gemoved und überall Kisten hin halt einfach, dass man überall Zugriff auf seine Kiste hat. Ansonsten zu den einzelnen Händlern muss man ja immer noch relativ weit laufen. Und es ist halt, du hast so viel Town-Time eigentlich und Town ist Lava, das gibt keine XP. Ja, Ja, Town ist Lava, Ja, ja. that's the Siehst du spirit. das auch so, Rob? Siehst du Ja. das auch so? That's the spirit. Ja. Aber ich meine, Next Level ist natürlich so wie im PoE, sich das sein Hideout oder seine Stadt irgendwie selber zusammenschustern zu können. Das wäre natürlich auch noch richtig geil. Ich meine, was Blizzard jetzt geändert hat, das hilft schon ganz schön. Aber klar, besser geht's natürlich immer, ne? Und je weniger Zeit in der Stadt, desto mehr Zeit hast du, um einfach ein paar Dämonen zu metzeln. Und das macht doch am meisten Spaß. Ja. Das Was ist auch gut ist, dabei. dass sie jetzt dieses Marcus Favorite wenigstens eingefügt haben, anstatt Marcus Junk, weil Ja. wofür muss ich 30 Klicks im Inventar machen, um den Müll zu markieren, anstatt die 2 guten Items, die da vielleicht mal drin sind? Also, Ich habe Ja. sogar schon immer Reverse genutzt. Also ich habe immer die guten Items als Junk markiert und dann einfach alles andere verkauft. So. Aber wenn du dann einmal missklickst, ist alles weg. So, Ist das dann Ich habe Ja, mir ich diesen auf den auch. Boden geschmissen. das stimmt. Würdet ihr einen Loot-Filter feiern in Diablo 4 oder begrüßen? Weil ich Ja. meine, sie haben jetzt ja ein Ja, bisschen auf jeden Drop, Fall. aber ein Loot-Filter fehlt einfach, oder? 100%. Also ich habe auch mal Last Epoch jeden angezockt Fall. und da hast du halt einfach echt also kannst alles customizen. Du kannst jedes Affix filtern, du kannst alles machen, genauso wie du das willst. Und ja, in den Diablo 4 aktuell so im Endgame, wenn du viel spielst, dann hörst du auch einfach auf, die Sachen aufzuheben, weil es macht einfach keinen Spaß, wenn du, weiß ich nicht, einen Dungeon spielst, der 90 Sekunden dauert und dann bist du in der Stadt. Dann musst du jedes einzelne Item durchgucken und du hast ja noch nicht mal dieses Sorting, das haben sie ja jetzt schon ein bisschen verbessert, aber das war einfach 50% Stadtzeit, 50% überhaupt nur Spielzeit und das war natürlich schon zu extrem. Und mit so Das einem bringt- Custom Loot Filter könnte man da echt einiges machen. Und die Leute, die es nicht gut finden, die müssen ja keinen Loot Filter spielen, ne? Also ist ja komplett optional. Ja, Und das das bringt sehe dann ich auch komplett so. aus dem Flow raus einfach, wenn man halt mal gerade im Farmen drin ist oder so, mal so ein bisschen am Grinden und dann stehst du da wieder in der Stadt und schaust dir jedes Ancestral Item einfach einzeln an. Entweder braucht man da halt nochmal eine Seltenheitsstufe oben drüber, wie halt in D3, keine Ahnung, Ancients. Ich habe auch nach 3 Rifts halt, habe ich ein Inventar voller Legendaries, aber ich schaue mir halt nur die Ancients an und den Rest mache ich halt blind kaputt. Oder ich kann zumindest an dem Bildchen halt identifizieren, halt was gut ist. Oder es müsste halt allgemein ein bisschen weniger droppen eigentlich, also, oder halt ein Loot-Filter her. Aber irgendwas muss da kommen, das nervt so ein bisschen im Gameplay-Flow einfach. Also wirklich den besten XP-Flow hast du eigentlich, wenn du wirklich alles liegen lässt. Eigentlich. Dann lässt du alles liegen. Und dann spielst du Diablo ohne zu looten, was auch irgendwie ein bisschen. Ja, das ist auch gut kein ist. Diablo mehr dann, ja. Das muss war man bei auch den- ganz lassen. Das war bei den Races, die ich gemacht habe, teilweise auch der Fall. Am Ende, du hast nichts mehr aufgehoben, weil du hast einfach keine Zeit. Ne? Willst das Level schaffen oder willst du die Glyph-XP oder so? Und dann hast du es einfach liegen lassen. Und das ist auf jeden Fall auch, was ich mir so wünsche, eigentlich auch für die Expansion, die ja jetzt vielleicht sogar bei der BlizzCon im November angekündigt wird, so vielleicht, Copium. Nein, ist schon ziemlich sicher. Ja, ich glaube schon ziemlich sicher, dass sie da auf jeden Fall nochmal die Itemization irgendwie überarbeiten. So. Also, weil, finde ich echt noch nicht so gelungen. Also so in Diablo 2 oder so, da hast du einfach so eine tolle Itemization. Und in Diablo 4, du hast ja quasi weiße und blaue Items, die ja überhaupt keinen Sinn haben. Wenn du Level 15 bist, dann kannst du eigentlich alles weiß und alles blau einfach weg. Also hat überhaupt keinen Sinn. Und ja, dann noch irgendwie so neue Sachen wie Runen oder Crafting. Also diese ganze Itemization, das ganze Thema wünsche ich mir auf jeden Fall für die Expansion. Und ja, die kommt ja vielleicht nächstes Jahr schon raus. Schauen wir mal. Ja, und dass das halt eben auch überarbeitet ist, weil findet ihr mal prinzipiell, es sind zu viele Stats in Diablo 4 vertreten?
Also Maurice machte das im Video eben auch, oder sagen wir mal so, zu viele Aspekte, die zu wenig machen, wo er hatte eben, was ich unterkühlen, eingefroren und. Also dass das alles ein bisschen verwirrend ist. Oder wenn man es eben so macht, dann brauchst du halt den Lootfilter. Also wenn es an mir geht, könnte man 50% rausnehmen. Ich finde es besser, wenn sie so wie die 3 machen, dass man es ein bisschen unterteilt, vielleicht einfach in Primary und Secondaries halt, dass man wirklich sich so ein bisschen mehr fokussiert auf so ein paar Kernstats halt und dann trotzdem noch diese sekundären Stats hat, wo man dann so ein bisschen aufs Min-Maxing geht oder so. Weil allein sowas wie Damage Reduction vom Close Enemies oder Distant Enemies, das ist ja wie in D3, da hast du sowas dann auch auf Armschienen oder auf der Brust oder auf dem Ammo halt als Secondary und wenn du später ins Min-Maxing reingehst, dann achtest du auch noch auf die Stats halt. Aber du kannst dich so ein bisschen mal auf so 4 Stats halt vielleicht fokussieren, wo nicht 50 verschiedene Stats gefüllt worden können. Und ich finde, die ganzen CC-Affixe können gern alle Damage to Crowd Control sein. Die können sie alle zu einem Stat gern zusammenfassen. Weil das ist ein bisschen zu viel. Also eigentlich ist das System ja eigentlich relativ simpel, aber irgendwie einfach kompliziert gehalten oder extra kompliziert gemacht, kommt immer so vor, dass es halt nach mehr Tiefe aussieht. So ist immer so mein Gefühl, weil im Endeffekt ist ja alles additiv. Also du hast ja diese ganzen Sachen, weiß ich nicht, 30 verschiedenen Affixe, sind ja quasi alles in einer Kategorie nachher. Also da hätten sie auch einfach Prozent Schaden hinschreiben können oder so. Und ja, also das sollte irgendwie mal, weiß ich nicht, zusammengefasst werden. Was mir halt noch absolut abfällt, das war auch eine Frage, das hat den Ferguson auch ein bisschen überrascht, ist, ob sie planen, so eine Rüstkammer einzubauen wie in Diablo 3. Danach gefragt, warum, damit man ein fucking Bild abspeichern kann und beim Reskillen dann. Also das finde ich jetzt persönlich, weil wenn es jetzt ein bisschen billiger wird und dann kommt auch dieses Paragon-Resetten mit einer Taste, und Gott sei Dank mal, das ist ja echt ein Joke, dass das nicht drin war, aber wie findet ihr so vermisst ihr so eine Rüstkammer, so mehrere Skillungen, eben Rob, ich meine, du spielst Barb, ne? Du würdest ja auch sicherlich vielleicht nicht nur Wirbelwind spielen wollen. Ja, auch zum Testen oder so. Also ich erwische mich ja schon, dass ich einen zweiten Barb-Level bis auf 100, einfach um nicht immer die ganze Zeit hin und her wechseln zu müssen. Sei irgendein einfaches System und du wirst ja auch arm dabei. Wenn du dein Bild irgendwie einmal wechselst, um was Neues auszuprobieren und dann merkst du, es funktioniert nicht, bist du ja schon mal 5 Millionen Gold los und dann musst du ja wieder zurück auf dein originalen Bild, mit dem du die ganze Zeit gespielt hast, specken, dann bist du nochmal 5 Millionen Gold oder noch mehr los. Und da wirst du einfach. Hast du keine Items gerollt, ne? Genau, da wirst du einfach echt komplett. Ja, wenn du rollen willst, ist ja eh vorbei. Aber ich meine, das haben sie jetzt zum Glück geändert. Da wirst du ja mit 3 Klicks bist du arm, leider. Also da können sie. Lars auch so, oder? Auf jeden Fall, also das kann man auch mit definitiv. Ich probiere irgendwelche Hawk-Builds rum und so, es klappt nicht und ich darf wieder rumskillen und dann wieder hin und her skillen und wieder neu ausprobieren und du skillst die ganze Zeit nur hin und her, du kommst komplett durcheinander. Ja, auf jeden Fall Armory wie in D3 einfach. Ja, das war so eben, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen einer der Frustpunkte oder generell also es ist halt so gefühlt, als hätten sie aus Diablo 3 nichts gelernt. Das Game lief jetzt 11 Jahre oder so und was sich da wirklich auch etabliert hat, eben so eine Rüstkammer oder das wäre halt super. Ich meine, eines ist eh traurig, aber was die Community feiert, ist, dass man sich jetzt in den Albtraum-Dungeon portet. Ja. Also jetzt, ja, no front, aber ohne Scheiß, ey. Das einzige Problem, warum muss man jetzt noch den Schritt gehen, dass man noch auf der Karte überhaupt den Nightmare Dungeon auswählt? Mir ist doch komplett egal, wo dieser Dungeon ist. Warum aktiviere ich nicht den Key und ja, du willst einfach so einen Obolisten haben. Sag doch, wie es ist. Du drückst da drauf und go. Ja, fertig. Fertig, okay. Ja, doch wieder bei Diablo 3. Ne, ich meine, die müssen ja das Rad ja auch nicht immer neu erfinden. Ne? Also die haben das ja in Diablo 2, Itemization ist geil, in D3, Quality of Life. Das Stash-Space musst du auch nicht von allen den Stash-Space laden. Also es geht ja, ne? Du musst halt nur, also von dem, was du halt schon hast, darauf aufbauen und nicht einfach immer das Rad neu erfinden. So muss ja nicht sein, sondern klar, in gewissen Aspekten hat Diablo 4 ja schon gut gemacht, einfach was komplett Neues gemacht und auch sich was trauen, hat ja auch geklappt. Aber bei manchen Sachen, da hätten sie einfach aus Diablo 2 oder Diablo 3 die guten Systeme, die selber gemacht haben oder sich von Path of Exile ein bisschen inspirieren lassen. Also da geht ja einiges. Das wäre auf jeden Fall so. Was wäre denn so, wenn man jetzt mal ein bisschen Endgame, ich meine, ihr habt ja beide viel gespielt, was wäre denn so ein Wunsch vom Endgame-Content her? Was würdet ihr denn machen? Weil Dungeon haben wir schon, vielleicht so von einem anderen Spiel, kann auch gern geklaut sein oder nennen wir es inspiriert, weil geklaut klingt ein bisschen hart. Lars, was würdest du dir wünschen? Ich will Greater Rifts haben. Ja, ich muss jetzt auch sagen, ich habe du hast 20.000 Stunden Greater Rift gespielt und du möchtest in die 4 wieder Greater Rift spielen. Okay, Lars, jetzt raus, das fragen wir nicht mal. Ich liebe Greater Rifts einfach. Würde mir reichen eigentlich. Also ich mag es als Competitive-System komplett. Ich mag auch Greater Rift fischen. Ich meine, da sind sie sogar ein bisschen besser ja geworden in D3 mit Auric Streams und Mob-Types hin und her balancen. Ich finde es geil. Ich finde es schön, was Randomes zu haben, dass ich was reinschmeiße, einfach irgendwo halt meinen Key und dann öffnet sich eine zufällige Map mit zufälligen Mobs, dieses Überraschungsgefühl. Ich habe ein großes Problem, muss ich sagen, da mit Nightmare Dungeons nämlich, weil du hast da die Liste aus 30 Nightmare Dungeons und am Ende farmst du dann 3 Stück die ganze Zeit nur und alle anderen sind eigentlich useless und du läufst die ganze Zeit dieselben 3 Dungeons oder so.
und es wird ziemlich eintönig. In D3 hast du wenigstens dieses Überraschungsgefühl. Du machst einen Great Rift auf und entweder kommt eine geile Map oder es kommt eine beschissene Map. Und du freust dich, wenn eine gute kommt und die schlechte beim Speeden spielst du die halt einfach. Aber Mhm. dieser Random-Faktor fehlt mir so ein bisschen. Dieses Überraschungsgefühl da beim Farmen. Mhm. Ja. Wie Was siehst du ich- das, Rob? Was ich cool fände als Endgame-System ist irgendwie sowas wie so ein Arena-Mode oder so, wo du einfach immer stärkere Wellen, also du bist in irgendeiner Ah. vorgefertigten Arena und es kommen einfach immer stärkere Wellen, die spawnen, bis es halt nicht mehr geht. Also so unendlich quasi und keine Ahnung, kann ja auch bis So wie in D3, dieses schwarze Portal da, wo dann praktisch During die Nightmares? Wellen. Na, ja, aber halt nicht. Also das war ja damals auch der Trial. Also ich kenne das aus Last Der Epoch. Trial, ja. Da gibt's, das heißt Arena, da bist du einfach in einer fixen Area und es kommen immer härter werdende Wellen von Monstern und die musst du halt besiegen. Entweder alleine oder in einer Gruppe und jede Welle, die du besiegst, gibt dir halt einen Reward. Und du kannst halt immer tiefer gehen, bis ins Unendliche. Und ja, da kannst du halt komplett dein Bild drauf auslegen, du kannst halt komplett neue Builds spielen, du kannst komplett min-maxen einfach und du hast immer eine Challenge. So, das fände ich halt echt cool. So, irgendwie so ein System. Aber was sie jetzt gemacht haben mit den Bosses, ist ja schon ein guter Anfang. Ne? Mehr Bosses, mehr Sachen, so wie über Lilith, vielleicht noch andere Bosse, die auch so ähnlich von dem Kaliber sind, wo man auch einfach eine Challenge hat und auch einen guten Reward. Das stimmt, ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen, also da war so ein bisschen das Feedback auch, was ich so aus der Community hatte. Wenn du dann Oberlilith getötet hattest oder halt das Echo von Lilith, dann gab es keine Belohnung. Oder halt verhältnismäßig für den Aufwand, den du getätigt hast, um die zu töten, keine gute Belohnung. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, dass die Leute halt für die jeweiligen Sachen belohnt werden. Und so wie du meinst, so ein Arena-Modus oder so, das ist doch nur, weil eine Rangliste kommt, damit du dann in der Rangliste stehst mit 300 Wellen von Gegnern. Das ist aber dann, das würde schon wieder für einen sehr großen Anreiz sorgen, das Game halt Stunden länger zu spielen, weil du schaust, okay, ich möchte noch 2 Wellen schaffen. Und das ist es so, dass jede Welle immer gleich ist oder das nicht zufällig? Ja, kannst du ja designen, wie du willst. Also teilweise in Diablo 3 zum Beispiel, da ganz am Anfang, wo es diese Wellensysteme gab, da gab es irgendwie 4 verschiedene Monstertypen pro Welle oder so. Also da kannst du ja schon ein bisschen RNG auch reinbringen. Also du machst, weiß ich nicht, 5 verschiedene Arenen. In der einen hast du halt, weiß ich nicht, das Monster-Theme, in der anderen hast du das oder so. Und dann würde ich aber schon sagen, dass die Wellen ja schon in den verschiedenen Arenen gleich sein könnten, dass du einfach ein faires Leaderboard hast und nicht wieder RNG und auf eine, weiß ich nicht, Welle 50 muss jetzt diese Welle sein, dass ich auf Welle 55 skippen kann oder so. Also da finde ich es irgendwie schon cool, wenn es irgendwie gleich wäre und jeder die gleiche Chance hat, ohne dass noch so ein krasser RNG-Faktor da drin ist. Das wird sich auf jeden Fall gut anbieten, ja. Also generell so von dem Gefühl her, hättet ihr es besser gefunden, wenn das Paragon oder das Paragon-Board ein bisschen weiter ausgebaut werden konnte? Also dass nicht bei 100 Ende ist, sondern dass es halt vielleicht noch 20, 40 Punkte mehr, oder wird das nur dazu führen, dass die Klassen stärker werden? Also ohne dass jetzt da noch großartig was geändert werden, nur 20, 40 Punkte mehr, dann ist es halt leichter, manche Sachen zu min-maxen, dann musst du dir weniger Gedanken machen eigentlich. Also ich finde es gut, die Punkte, auf die wir limitiert sind, dass man halt schaut, wie viele Glyphen kann ich mitnehmen, wie viele Legendary Notes, wie viele Rare Notes und sowas. Also schon schön, mit weniger Limitation oder so, musst du dir mehr Gedanken machen einfach. Das ist ein bisschen komplexer halt so, als wenn man jetzt mehr Punkte hinterhergeschmissen bekommt. Was ich richtig geil finde, also von mir aus können wir bis 100 bleiben, aber die letzten Levels, es müssen ja auch nicht viele Level sein, die letzten 3 Level oder so, einfach, weiß ich nicht, 10-mal so lange dauern. Das wäre richtig cool. Ja. Du hast nämlich Das da finde ich einfach So mit so einer Kurve. Ne, eine das dann richtig so krasse Kurve, so wie in Diablo 2, das 98 bis Wie in 99. D2. Du hast nur einen ganz klitzekleinen Power Increase, aber du hast halt trotzdem noch ein Ziel so. Ich will jetzt bis Level 100 oder bis Level 99 spielen und dann dauert das letzte Level halt für die letzten 4 Paragon-Punkte, die geben dir dann vielleicht noch irgendwie 5% Schaden, aber du musst halt auch einfach, keine Ahnung, 30 Stunden spielen oder so, um die zu erreichen. Und so würdest du einfach so diese Kurve noch richtig lang ziehen, sodass du noch was zu tun hast und noch ein Goal hast, aber trotzdem halt nicht so ein krasses Power Creep, dass die auf Level 100 sind, jetzt so viel stärker sind, als die auf Level 98 sind. Das fände ich richtig Finde ich cool. auch absolut dabei. Weil momentan fühlt sich sehr linear an, wie so das Level oder so. Also dieser Sprung am Ende so in D2 ist halt richtig geil. So die 97, 98, 99. Da mal wirklich richtig lange für brauchen, dass es wirklich schwer wird und dann wirst du auch gepunished, wenn du stirbst, du verlierst nochmal XP. Ja, das wäre cool, Ja. ey. Ja, da wollte ich gerade fragen, ob man vielleicht ein Punishment wie aus PoE mitnimmt, dass wenn du auf 96 stirbst, die letzten 4 Stunden umsonst gefarmt hast, XP. Das wäre auf jeden Fall. Ja, also findet ihr generell, es fehlt in Diablo 4 ein bisschen was für die Hardcore-Grinder? Dass es so, ebenso wie du sagst, du hast jetzt relativ schnell keinen Anspruch. Oder die einfache Frage ist, findet ihr in Diablo gehört ein Crafting rein? Also wirklich ein gutes Crafting-System, wo man vielleicht noch die letzten 2-3% von den Items rausholen kann, weil so mein Standardsatz ist immer, was in Diablo 4 fehlt, ist der Wahlorb aus Path of Exile. Wenn du in Path of Exile ein gutes Item hast, kannst du diesen blöden Wahlorb nehmen
und damit das Item komplett zerstören oder es vielleicht sogar mit einer Chance von 0,01% besser machen. Also es fehlt irgendwie dieses Endgame-Gambling, wo man sich dann so denkt, das riskiere ich. Ja, in PoE als Beispiel, da hast du ja diesen Tempel, da kannst du ein Item hinlegen und dann wird das geopfert oder nicht, also blöd gesagt. Und das irgendwie fehlt das in Diablo 4 so, weil du hast zwar die Uber-Uniques, die eh kein Schwein findet und dann vielleicht doch, aber es fehlt irgendwie ein bisschen, ich glaube, dass so ein Spiel wie Diablo, es fehlt Crafting. Also ich habe es jetzt in Ja. Last Epoch wieder gesehen. Ey, so ein verdammtes Crafting-System kann ja nicht unmöglich sein, oder? Nee. Ja, es fehlt ein Cube einfach. Wie in Es D3, wie fehlt in ein Cube. D2. Mit einfach zig Crafting-Rezepten oder so. Allein, selbst in D3, auch wenn es relativ simpel ist, ein Item augmenten. Eine Legendary Gem dafür leveln, um ein Item ein bisschen besser zu machen. Ist schon ganz simple Form von Crafting, um Items zu verbessern und da hast du nochmal Zeitinvestment. Du hast ein gutes Item und du willst es nochmal weiter verbessern. Oder in Diablo 2 oder so, wenn du halt ein Runenwort zigmal schreibst, du farmst dir die Runen, suchst dir eine gute Base und dann tust du es immer wieder bauen, bis es halt den gescheit rollt oder so. Da hast du was zu tun auch. Da tust du aktiv Mats sammeln und dann Genau. was damit machen, dein Gear verbessern. Min-Maxing so ein bisschen da nochmal. Ja. Was ich finde auch, was ein gutes Crafting-System haben sollte, und das hat es in vielen Spielen schon, und wenn sowas irgendwie in Diablo 4 kommt, dass du halt so in Increments, also in kleinen Teilen, dir dein Endgame-Gear farmen kannst. Du hast jetzt nicht komplett den RNG-Faktor, dass du jetzt entweder deinen Grandfather findest oder halt nicht so. Einer in der Million Chance. Sondern du hast halt irgendwie eine Möglichkeit, diesen Grandfather oder was auch immer, die beste Waffe mit 925 Item-Power auch zu craften und dafür halt Materialien zu sammeln. Also du hast halt immer Zwischenschritte. Du kannst halt jetzt sagen, okay, heute, ich habe jetzt zwar in eine Million Chance gehabt, das Item zu finden, aber ich habe heute, was weiß ich, 10 legendäre Crafting Materials gefarmt und ich brauche 100, um mir jetzt diesen Grandfather zu craften. Also dann weiß ich genau, okay, heute habe ich 10% geschafft, das kann ich jetzt morgen nochmal machen und wenn ich das dann noch 8-mal mache, dann habe ich halt einfach mein Item, so garantiert, ohne dass ich jetzt so im Lotto gewinnen muss, um dieses Item zu bekommen. Und wenn du so ein Crafting-System hast, weil wir haben ja kein Trading. In Diablo 2 funktioniert das, weil du hast auch kein Crafting-System in Diablo 2, aber du hast halt Trading. Du kannst dir halt, weiß ich nicht, wenn du deine Bärrune haben willst, du kannst dir deine 36 Ist-Runen farmen oder so, immer in ganz kleinen Schritten die Runen farmen und dann entweder hochbauen oder halt tauschen gegen eine von diesen hohen Runen. Und das kannst du halt mit einem Crafting-System auch machen. Du findest halt diese einzelnen Materials und kannst dann in mehreren Schritten dir dein perfektes Schwert bauen. Sowas finde ich richtig cool und ich finde, Diablo 4 braucht das eben, weil wir kein Open Trading haben. Das ist dann vom Ding her, ja, oder eben irgendwas in diesem Bereich, weil das, was du halt beschreibst, ist, du wirst für die Zeit, die du investierst, auch ein bisschen belohnt und Genau. hast nicht diesen Lotto-Effekt. Also ganz ehrlich, wenn du Level 100 bist und 8 Stunden spielst, kannst du am Ende dieser 8 Stunden einfach 0% geschafft haben. Also du hast kein Item gefunden, XP kriegst du nicht mehr, deine Glyphen sind gelevelt, dein Paragon ist aus, deswegen ist auch der Anreiz, die Leute, wofür? Ich Genau, meine, du es hast kein steigen ja in Ziel. Diablo 3, genau, in Diablo 3 steigen schon viele aus bei 1000 Paragon oder so irgendwas, weil sie dann denken, okay, ich habe alles in uralt, ich kann jetzt 4 Stunden spielen, um 0,1% besser werden, ist mir die Zeit nicht wert, aber in Diablo 4 hast du das ja auch nicht, außer du hast diese Lotterie, so wie du es beschrieben hast. Ne? Ich meine, jetzt mit den gezielten Bosse-Farmen, mal schauen, wie da die Dropraten sind. Das wird dann natürlich noch spannend, aber ich bin auch ein riesiger Fan von solchen Systemen, dass du dann sagst, okay, ich habe nicht den Jackpot gezogen, na klar, aber ich weiß, wenn ich jetzt die und die Stunden, ich habe so und so viele Teile von dem oder ich habe so und so viele Teile von dem und dann kann ich mir daraus noch was Rundes gestalten. Ich glaube, das ist etwas, was in Diablo 4 dann später mal einfach notwendig wird, weil woher soll es denn sonst was generieren? Ja? Genau. Das finde Ich stell mir auch gerade vor, dass wir einfach, wenn wir jetzt über Duriel, was weiß ich, sagen wir mal, das über Unique hat 1% Drop-Chance, ne? Und weiß nicht, ich mache jetzt 100 Runs und finde meinen Shaco. Und dann spiele ich aber mit Leuten in der Gruppe, keine Ahnung, wir spielen jetzt zusammen, Lars, oder so, und dann, du hast aber noch keinen Shaco und ich habe den aber schon. Und dann finde ich den nochmal. Und dann finde ich den nochmal. Und du hast ihn immer noch nicht gefunden, weil du einfach ja, dann kick ich dich. Ja, dann bist, ne? Dann kickst du mich, Fan. aber ich würde dir halt gerne den Shaco geben, ne? Und es geht halt nicht. Und ich kann noch nicht mal den Shaco irgendwie salvagen oder so. Was mache ich mit meinem, wenn ich 3 Shacos habe, was mache ich mit denen so, ne? Also ich kann ja, liegen dann in der Truhe oder einen zweiten Charakter oder so. Aber wäre halt irgendwie cool, wenn ich dann den Shaco irgendwie salvagen kann und dann irgendwie ein Material kriege, so wie sie es jetzt in Diablo 3 gemacht haben, womit du dann ein anderes Item irgendwie Primal machen kannst in D3 oder ein anderes Item halt upgraden kannst im Crafting-System oder so. Irgendwie sowas wäre halt cool. Ja, ich muss sagen, ich habe in D4 oft leider dieses Bounty-Gefühl von Diablo 3. So, ich farm den ganzen Tag lang, farm mir dann 300-400 Millionen Gold halt einfach zusammen, um ein Item zu rollen allein. Und dann kriegst du halt den einen Roll nicht, den du hast. Und ja, der ganze Tag war halt wirklich umsonst. Du bist Level 100, hast kein Item gefunden, hast Gold gefarmt zwar aktiv, aber hast nichts rausbekommen. Das ist wie in D3, ich mache einen ganzen Tag lang Bounties, habe meine Mats,
Roll später, kommt kein Primal, kommt nur Müll und der Tag war umsonst eigentlich. Das Gefühl hatte ich in der aktuellen D3-Season relativ oft. Aktuell, weil man halt auf 800 Paragon gecapped ist und so. Und ich farm halt und es kommt halt in einer 10, 11, 12 Stunden Session gar nichts halt bei rum. Und das ist dann ein bisschen frustrierend, weil wenn man halt stetig einfach konstanten Progress machen kann. Natürlich über Currency einfach, über Trading kann man das halt gut machen. Diablo 2 eigentlich, jeder Tag, den ich farme, ein bisschen Currency am Tag mache ich immer. Ich arbeite mich auf mein Ziel hin auf jeden Fall. Genau. Oder halt normalerweise in D3 machst du halt jeden Tag ein bisschen Paragon. Du hast stetigen Progress. Jede Session lohnt sich. Ja, du hast nicht das Gefühl, die 8 Stunden waren jetzt komplett useless, weil im Worst Case hast du 5 Paragon-Level gemacht und das hat dich auch ein bisschen increased. Ja, das verstehe ich gut. Also dieses zu sehr auf alles auf Random oder so zu setzen, also ein bisschen was sollte die Zeit auch abgesichert sein und auch wert sein, wenn man schon das Spiel startet und dementsprechend auch viel spielt, ja. Bin ich mal gespannt. Hättet ihr gern ein Auktionshaus in Diablo 4, weil eben jetzt dieses Trading-Thema ja immer wieder aufkommt und so ein Spiel wie Diablo, man muss dann übers Discord machen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil sie haben ja in World of Warcraft ein Auktionshaus. Wieso es in D4 nicht einfach eins gibt, wo man dann die Sachen rein ist mit einer guten Suchfunktion, wo du dann von mir aus halt die gelben Items raussuchen kannst mit den Werten, die du gern hättest, aber ist ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Ja, Wäre ich auch vollkommen dabei. Auktionshaus auf jeden Fall. Entweder Auktionshaus oder mindestens mal, warum haben wir nicht allein das Community-System aus D3? Selbst wenn man nur in-game halt einen Chatroom macht mit hier Necro-Items traden oder sowas. Allein das würde helfen. Das wäre relativ simpel, aber ein Auktionshaus wäre halt nochmal deutlich bequemer. Allein wenn ich an Diablo 2 denke, Diablo 2 hat man früher halt über Trading-Games halt mit dem richtigen Namen halt dann einfach getradet. Das war schon ziemlich eklig, aber da hast du halt jetzt genug Websites halt, auf denen du tradest, die du halt inoffiziell halt als Auktionshaus benutzt. Und selbst in D2 kannst du halt wenigstens dann mit jemandem traden, ohne den in die Friendlist zu adden. Du machst ein Game mit einem Namen und einem Passwort auf, schreibst das denen und tradest halt. In D4 darfst du jedes Mal jemanden adden und dann wieder rausschmeißen aus der Friendlist. Und du hast halt vielleicht irgendwelche Discord-Channel halt, über die du tradest. Ja, und die Friendlist ist ja auch noch capped. Also ich habe das die ganze Zeit gehabt, Ja. dass dann eine Friendlist einfach die ganze Zeit voll ist so. Also auf jeden Fall kein Echtgeld-Auktionshaus, aber ein Auktionshaus oder irgendein System, wo du das Spiel für nicht verlassen musst. Ich finde das immer eigentlich negativ für die Spiele, wenn du auf irgendwelche Third Parties angewiesen bist. Um irgendwas im Spiel zu machen, musst du erstmal auf irgendeine Webseite gehen und das runterladen oder so. Das ist immer nervig, also für die breite Ja, ist Masse. ja BOE, also das kriege ich jedes Mal als Kotzen mit dem externen Traden, ne, wo du raus musst und da musst du suchen. Und wenn du was flippen willst, schreibst du 37 Leute an und keiner will da den Divine Orb klein machen, dann dann ist der Puls schon wieder hoch. Also, genau, aber irgendein System, was halt einfach die Spieler verbindet, ohne dass du Freundesliste hinzufügen musst, sondern einfach Angebot und Nachfrage übereinander kommt irgendwie und das einfach effektiv. Dass du halt nicht, weiß ich nicht, weil die meisten Leute sind einfach, die traden halt nicht, weil es einfach komplett ineffizient ist. Es dauert viel zu lange, du musst ewig suchen und letztendlich machst du dann doch keinen Trade oder so. Und es muss einfach viel einfacher und unkomplizierter werden und dann kannst du halt auch einfach relativ einfach dir, weiß ich nicht, wenn du jetzt eine Waffe haben willst, selbst ohne ein Crafting-System halt das Gold für diese Waffe zusammenfarmen, wenn halt Leute viel und aktiv traden. Weil ich finde auch den ganzen sozialen Aspekt und so, man lernt, also ich habe in Diablo 2 viel getradet und auch generell Path of Exile auch, und man lernt einfach auch total neue Leute und macht neue Bekanntschaften einfach, während man tradet. Und das ist einfach für mich auch ein großer Teil der Online-Community und des Spiels, einfach neue Leute kennenzulernen, sich mit denen auszutauschen. Und man ist ja immer relativ gleichgesinnt. Wir sind alles irgendwie Gamer. Und es macht einfach Spaß. Ja, Trading ist ein großer Part eigentlich von Diablo. Es macht halt einfach Spaß. Das ist ein Gameplay-Part, der momentan eigentlich fast fehlt. Oder der halt unangenehm ist, aber den man nicht machen will. Normalerweise so das nebenbei Traden, neben dem Farm so ein bisschen schauen, was man findet, das halt direkt wegtraden, das macht Spaß halt. Das fehlt auch an Part halt momentan. Das ist ein Teil vom Endgame eigentlich so, wenn man jetzt an Diablo 2 oder so denkt, der jetzt in D4 eigentlich drin ist, aber zu unangenehm ist, um es wirklich zu machen. Ja. Das ist so, wie steht dir so eben, weil du gerade meintest, zu Runen, meint ja Diablo 4, da hätten Runen Platz, weil ursprünglich, was da beim Release oder so, gab es ja mal Runen, ne? Da war ja auch kombiniert und die haben dann Crit oder irgendwas gegeben und dann waren sie der Meinung, das Runensystem war zu schlecht oder zu wenig. Seht ihr Runen in Diablo 4? Und wenn, sollen sie so wie in D2 sein oder anders? Also so für Expansion oder so sehe ich das auf jeden Fall. Also ich finde, wir brauchen Runen. Also ich finde, das in Diablo 2 System war richtig gut. Du kannst mehrere Runen kombinieren. Du hast auch direkt einen Use Case für diese weißen Gegenstände, weil die sind dann quasi die Base. Da kannst du dann Runenwort reinsockeln und so. Dann hast du auch wieder für die Weißen schon mal was gefunden. Und das System, was sie am Anfang vorgeschlagen haben mit diesen Condition-Runen und so in Diablo 4, das fand ich überhaupt nicht gut. Das war auch, glaube ich, einer der Gründe, die ganze Community fand das nicht gut, deswegen haben sie es auch nicht reingenommen. Aber wenn sie sich da mal ein bisschen Gedanken machen und sich, finde ich, stark an Diablo 2 orientieren, also ich glaube, man kann es fast nicht besser machen wie in Diablo 2. Also das System ist schon echt Bombe. Also du kannst quasi aus
weißen Items und Runen, die du findest, halt richtig starke Items machen, die auch im Endgame und auch im Leveling eine Relevanz haben und einfach komplett einzigartige Effekte haben, was ich richtig gut finde. Okay, Ja. Lars, wie siehst du das? Ich meine, du hast ja Auch. Runenwörter gefarmt ohne Ende, ja? Ja, Runensystem in Diablo 2 einfach absolut genial. Die Runen werden ja auch nicht nur für jetzt Runenwörter benutzt oder so. Du kannst ja auch einfach so halt mal wo reinsockeln. Und auch das ganze Crafting-System teilweise im Cube in Diablo 2 ist ja auch dann nochmal um Runen drumherum gebaut. Also die haben ja so viele Einsatzzwecke quasi. Und auch das gezielte Farmen von Runen wie bei der Countess in Diablo 2 oder sowas für so ein paar Starter-Runenwörter, um besser reinzustarten und so. In Diablo 2 das Runensystem ist halt natürlich auch sehr an das gesamte System halt, das ganze Itemization in Diablo 2 halt gebunden. Auch die Sache, dass halt mehrere verschiedene Anzahl an Sockeln halt in Items rollen können, dass weiße Items nochmal mit Enhanced Defense oder Enhanced Damage rollen können, dass die nochmal ein bisschen besser sind. Und diese seltenen Bases halt dann mit der richtigen Anzahl an Sockeln und nochmal den paar Stats, die drauf sind halt auch richtig selten, richtig viel wert. Aber dafür müssen sie halt die gesamte Itemization in Diablo 4 nochmal ein bisschen umkrempeln, um allein das zu machen. Allein überhaupt nochmal mehr Sockel halt auf die Ja, Items, sicher. dass man richtig Runenwörter schreiben kann. Oder man muss die in einem extra Device dann einfach schreiben im Cube und dann hast du die kompendiert zu so einem kleinen Item und zockelst das dann irgendwo rein. Also das muss man irgendwie hinkriegen, jetzt erstmal in D4 das so reinzubauen halt. In Diablo 2 ist das halt, ja, Das schon System rundum genial. gebaut. Aber wie ist so die Grundidee ist ja wirklich so, dass die Runenwörter von der Power alles andere überschatten, ne? Das ist immer so das Goal. Ist halt Das die ist Frage, dass in Diablo ja. 4, da müssten ja die Runenwörter auf die Ebene von den Uniques kommen. Und ich glaube, dass das reinzubalancen, dass sie nicht ganz richtig hatten, weil im zweiten Nachgang wäre Sets. Also ich bin der Meinung, dass die Sets haben Diablo 3 super vereinfacht, ganz sicher sogar. Seht ihr Sets für Diablo 4? Also langfristig, jo. Also die sollten auf jeden Fall langfristig Sets reinmachen. Aber man muss natürlich aufpassen, in Diablo 3, wie du es gerade schon gesagt hast, klauen sie halt die Build Diversity, weil du hast halt immer einen vorgefertigten Skill für das Set. So. Du hast halt nicht so eine Varianz. So, ich spiele jetzt das, was ich will mit dem Set. So, das geht nicht. Nee, dieses Set ist jetzt nur für den Multishot Demon Hunter oder so. Da müssen sie halt auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass sie die Sets halt nicht so stark machen. Ich fände es irgendwie cool, wenn du so wie in Diablo 3 vielleicht diese Dreier-Sets hast. Crimson, Orkils, so diese Sachen, so, einfach ein Dreier-Bonus oder weiß nicht, kann ja auch ein Fünfer-Bonus sein, aber halt jetzt nicht, dass es halt 1000% Schaden gibt oder so, sondern halt eine kleine Boni, aber halt einfach gezielt, verschieden kombinierbar, was einfach die Itemization nochmal komplett diversifieren kann. Wie siehst du es, Ja. Lars? Sets, ja. Ja, Sets muss ich sagen, an sich, am Anfang hat das ganz gut angefangen in D3 mit den Sets. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass wenn Sets in D4 kommen, dass man immer deutlich mehr Set-Items hat, als man Set-Powers hat. Später jetzt in D3, die neuesten Sets, die dazu kamen, das sind halt 6 Items und du hast einen 6er Bonus. Das heißt, entweder du ziehst das gesamte Set an oder das Set unten einen Punktling, lässt ein Item weg. Da braucht man schon mehr Diversity, finde ich, dass du wirklich dann 6 Set-Items hast, aber du hast nur einen 3er-Bonus vielleicht maximal, dass du auch variieren Dass du kannst, welche variabel Items. bist bei den Slots, ja. Und ansonsten waren Sets halt ganz am Anfang D3 eigentlich eine schöne Art und Weise, um vielleicht nochmal ein paar Spells miteinander zu verbinden. Eines meiner Lieblingssets, wo ich immer denken muss, das ist halt Jade-WD. Du haust halt deine Dots drauf und dann erntest du die mit Soul Harvest aus. So die Interaction zwischen 3 Spells sozusagen schaffen über einen extra Set-Bonus, die nochmal mit einer anderen Mechanik miteinander verbinden. Das ist halt deutlich besser als, zieh die 6 Teile an, 20.000% mehr Schaden für Skill XY. Das ist halt sehr unkreativ. Halt auf eine kreative Art und Weise, ohne dich komplett zu blockieren bei allen deinen Slots, halt nochmal Spells miteinander verbinden. Das finde ich geil. Okay. Ja, also so die Sets, das sehe ich auch so, dass die Sets so wie sie in Diablo 3 sind, wäre, glaube ich, ein Fail, weil dann ist alles andere dead. Ja, weil Ja. man da eben drin steht und eben wie es Rob sagt, es steht halt da, Wirbelwind erhöht sich um 40.000%. Danke, ausgeredet. Mir ist egal, welches andere Item macht, Genau. die Sets werden angezogen und fertig. Aber mal schauen, aber ich glaube, dass eben so wie Sets und Runen sind halt doch, also Runen ist auch irgendwie so ein elementarer Teil von dem Diablo, einfach von der Diablo-IP und irgendwie muss das dann auch mehr oder weniger rein, aber es darf halt, das war auch gezielt. Ich bin mittlerweile, werde ich langsam ein Fan von diesen Campfire-Talks und Dev-Talks, weil da siehst du mal die Leute reden, die das auch entwickeln und du siehst auch so ein bisschen die Beweggründe dahinter. Ich bin mir nicht sicher, ob da jeder richtig am Platz ist oder ob das ein bisschen Sarkasmus ist oder das nicht ganz so peilen, weil so wie letztes Mal dieser Adam, der ja den Class Balance über hat, das ist halt schon mal ein Job in Diablo 4, ne? Wenn du so sagst, so, jo, ich bin so der Chef von dem. Und dann hat er das auch sehr gut mit den Schranken erklärt. Und wenn man da rausbiegt, so wie Bonespear, Nico, dann muss man es ein bisschen nerven, wo ich jetzt höre, dass es ums 8-fache zurückgeht. Das ist halt wieder mal ein Blizzard-Nerf, ne? Eine Blizzard-Lösung, sage ich mal. Also klingt für mich jetzt so, das wäre das nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Aber
ich finde es halt mal gut, dass das einfach auch ein bisschen erklärt wird, damit man versteht, was so im Hintergrund los ist und warum manche Entscheidungen getroffen wurden, wie sie sind. Und ich glaube auch, das ein oder andere von der Community vorgelesen wird oder die Community interacten kann, weil im Endeffekt ist es mal das Ziel und auch unser Ziel. Wir wollen mal ein geiles Diablo 4 haben, wo wir gut spielen können und Spaß draus ziehen. Weil wenn das Diablo 4 so wie jetzt die letzten 2 Monate runtercrasht, dann kannst du 2 oder 3 YouTube-Videos dazu machen. Ja, Diablo 4 funktioniert nicht, Flop des Jahres, whatever, gratuliere. Ich möchte es aber lieber 300 Stunden spielen, anstatt 3 YouTube-Videos zu machen. Also hoffe ich mal, dass es da am richtigen Weg ist. Und prinzipiell, wie findet ihr so den Gedanken mit dem Service-Game, was sie da jetzt haben? So mit jedem Jahr, glaubt ihr, sie können den Zyklus halten? Ich glaube, das ist meine Meinung, ein Add-on pro Jahr und 3 oder 4 Seasons, glaube ich, ist ein zu harter Overload für das Blizzard-Team, für die, die aktuell sind. Und ich glaube, dass zu Kosten von Content reduziert wird. Weil natürlich, wenn du alle 3 Monate das hast mit dem Battle Pass, dann machst du das Ganze kleiner, weil es halt nicht fertig wird oder so und versuchst halt die Leute trotzdem abzukassieren. Wie denkt ihr drüber? Wäre es euch 3 Monate oder 3 Season pro Jahr lieber? Findet ihr die 3 Monatszyklen gut und was haltet ihr von einem Add-on pro Jahr? Realistisch oder nicht? Hm. Ich denke mal, es wird nach hinten hin ein bisschen abflachen oder so. Jetzt vielleicht am Anfang, die ersten 1, 2 Jahre kriegen die das vielleicht noch hin, aber es wird auf jeden Fall weniger werden. Also so jetzt den Hype, wie LT4 zu Start hat, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob sich das halt so unbedingt jetzt auch hält. Ich denke, da haben sie sich ein bisschen zu hohe Erwartungen gesetzt oder so. Sollen halt den Content hauptsächlich mit Seasons einfach bringen und jetzt sich nicht so sehr auf dieses eine Add-on pro Jahr versteifen und deswegen dann wirklich Sachen zurückstecken halt, die sie eigentlich schon bringen wollten. Ja, Das ist ja, denke, glaube ich, eher eine finanzielle Entscheidung. Also, Ja. weil mit einem Add-on kannst du verkaufen, Season-Inhalte nur beim Battle Pass, aber Ja, müssen ja das beim ist- Battle Pass monetarisieren oder den Shop ein bisschen auffrischen halt. Jetzt kommen ja noch Portale dazu als sonst noch. habt ihr schon Ja. was gekauft, so zwischendurch gefragt? Schon ein paar Euro in den Shop? Nee, noch gar Nee, nichts. gar nichts. So für Transmogs Geld auszugeben, da bin ich irgendwie nicht so dabei. So. Das Ja, ist ich auch so nicht. ein bisschen Okay, dann sind wir Overkill immer. alle 3 0 Cent im Shop gelassen. Also der Shop ist ein kompletter Fail, den kannst du neu Ja. starten. Ich bin aber auch nicht so der Lore-Typ oder so, Story oder so. Ich meine, das kann man sich vielleicht mal angucken, aber ich habe immer noch nicht alle Cinematics geguckt, glaube ich. Ich glaube, du ja auch nicht, Jesse, oder? Nee, 0. Ich habe keine Ahnung. Null. Ich kenne bei Diablo 3 die Cinematics nicht. Habe ich 15.000 Stunden gespielt. Ich habe keine Was? Ahnung, was da passiert. Ich habe Ja, die- alles, was skippen geht, skippe ich. Ja, Also, die Story ist auch blurry bei mir. Aber nee, Ja, nochmal Story schaue ich mir alles an. um auf deine Frage zurückzukommen, also generell so die Livestreams, was sie machen, finde ich echt richtig gut mittlerweile. So, das macht einfach diesen ganzen Prozess viel menschlicher. Sie machen jetzt nicht einfach nur einen Blogpost, sondern sie geben dem Ganzen ein Gesicht und gerade bei den Leuten wie jetzt Adam Jackson oder so, der die Class Balance macht, da merkst du einfach richtig, wie der auch Passion hat für das Game und der auch die Mechaniken, die da drin sind, versteht. Weil das war oft in D3, gerade zum Launch-Zeit, mittlerweile ist das ganz gut in D3, aber gerade so zum Launch, da war immer so, ja, wissen die überhaupt, was die machen, so ein bisschen so gefühlt, weil die Patch, was geändert wurde, einfach immer so gefühlt komplett in die falsche Richtung gehen. ja, so komplett random waren. Ja, Genau. du hast so Batch Notes gelost und hast Aber jetzt geschaut, ist dass da der 1. einfach- April ist, ja. Genau, aber jetzt ist da einfach so die Connection und man merkt auf jeden Fall, also gerade bei Adam Jackson, dass er da einfach Feuer und Flamme ist auch für das Spiel und da auch Ahnung hat. Und das finde ich auch enorm wichtig. Generell, also Live-Service-Game und jetzt jedes Jahr, sag ich mal, noch eine Expansion nochmal zu monetizen, finde ich auch ein bisschen extrem, muss ich sagen. Ich meine, wenn sie da auch genug Content haben dafür, weil ich habe jetzt immer das Gefühl, ja, eigentlich ist es ja ein Live-Service-Game, für das ich schon bezahle. Jetzt muss ich aber nochmal 50 oder was auch immer die Expansion kostet, Euro oder Dollar ausgeben für Content, wo ich eigentlich gedacht habe, den kriege ich umsonst, oder den habe ich schon bezahlt, dachte ich eigentlich, ne? Weil es kann ja jetzt auch sein, dass die halt quasi jetzt weniger Content in Season 1 oder Season 2 machen, weil sie sich jetzt Content für die Expansion aufsparen. Expansion auf. Das ist so Ja. ein bisschen Ja. auch mein Sehr Verdacht, dass die wirklich die Flaggschiffe, also sowas wie Runen oder Sets, dass man das gezielt nicht als Season-Thema irgendwie mitmischt, sondern dass das wirklich auf die Add-ons geblockt werden, weil dann hast du nämlich so neue Expansion, wir haben eine neue Klasse, wir bringen Runen. Und das ist so ein Aufhänger und dann in der zweiten, nächstes Jahr neue Klasse und wir bringen Sets, dass es einfach der Content der Seasons darunter leidet in dem Monetarisierungsgedanken, weil die wichtigen Sachen, auch vielleicht Endgame, so ein Arena-Feature, wie du es vorhin meintest, oder so eine Mine wie im PoE, dass das wirklich Sachen sind, auf die man immer aufs Add-on warten muss, weil es eben verkauft werden kann. Also, ich meine, wir werden es jetzt sehen. Wir sehen jetzt vom Umfang her, ich meine,
Season 1 hätte ich mir persönlich viel mehr erwartet, weil das haben sie ja auch irgendwie so kommuniziert. So Season 1, das wird der absolute Knaller. Wir machen es nicht wie in Diablo 3, ja, weil es noch weniger war. Und dann so für Season 2 ist es jetzt, ich bin positiv überrascht, also es sieht ganz gut aus. Auch mit der Beschleunigung, weil ich glaube, es wird auch ein bisschen es hat ein bisschen das Farmgefühl gefehlt in Diablo 4. Das kann man jetzt vielleicht blöd beschreiben, aber wenn du von Diablo 3 kommst, der Wirbelwind-Barb, was einfach durchgefahren ist, und in Diablo 4 wirbelst du, keine Wut. Keine Richtig. Wut. Keine Ja. Wut. Gutes Ich habe den Lied. Gottverdammten dann. Schau ich bei Rob nach. Habe ich von Rob kopiert, die Skillung. Wieso hat der Rob Wut? Okay, der hat einen Ring und da hat er diesen diesen Wut-Aspekt. Natürlich Ja. vom 4 Wut und ich habe einen oder zwei so Ja. low gerollt. Ne? Und das sind dann teilweise genau diese Schnipseln, woran es dann auch hapert, diese verdammte Skillung gut spielen zu können. Und das nimmt halt, ehrlich gesagt, auch viel Spaß raus. Oder auch so ein Sorgbild. Kein Mana. Alter Schwede, ich raste hier aus, ne? Und deswegen hoffe ich mal, dass das so, also es muss auch immer ein bisschen bequem sein, es muss ja nicht alles eine Taste sein, aber man sollte schon ein bisschen auch ein Spiel-Feeling bekommen. Und da bin ich dann mal gespannt, wie sie das haben. Was war so eure Lieblingsskillung bis jetzt? Fragte ja den, der Wirbelwind erfunden. Ja. Ja, Okay. Wirbelwind Barbar, Spin to Win ist echt schon ziemlich cool. Und jetzt haben wir ja mit den, was ich eben schon gesagt habe, den Dot-Buff quasi, noch echt eine richtig gute Option, den Wirbelwindschaden nochmal richtig krass zu pushen. Weil man muss schon Ja, du sagen, hast nur Angst, dass der Overpowered, der rausfällt, hoffst du, dass dort das überwiegt. So schaut ja, aus. also nach den ganzen Nerfs Mhm. war Wirbelwind ja schon echt ziemlich schlecht in der Mitte, so zwischendrin. Und ja, jetzt hoffentlich macht es ein gutes Comeback, so da hoffe ich auf jeden Fall drauf. Und es sieht echt ganz gut aus. Okay, ja, das sieht gut Ja. aus. Lars, was ist so bei dir? Was hat am meisten Fang gemacht? Ganz am Anfang auf jeden Fall Shredwood, weil es sich als erstes so ein bisschen nach D3-Feeling angefühlt hat, einfach von Gegner zu Gegner porten und einfach alles One-Shotten eigentlich. Und später ist D3-Feeling, dann so- 10 Ja. Milliarden Schaden. Das war das Ja, D3-Feeling. Und später so ein bisschen dahin geswitcht zu Sorg wirklich und dann eigentlich Ball Lightning Sorg halt, wo man diese Blitzkugeln um sich rumsteckt, weil man da auch halbwegs oft teleporten kann. Mir fehlt einfach das Movement. Ich muss permanent moven können eigentlich, damit ich ein angenehmes Farmgefühl bekomme auf jeden Fall. Irgendeine Art Fortbewegungsspell, wo ich nicht durchspamme. Ja. Das verstehe ich, ja, weil es ist sonst einfach, es wird sonst zu träge, was das so angeht, ja. Okay, das war jetzt schon mal gut. Also eure Pläne jetzt für Season 2. Rob möchte in 21 Stunden Level 100 werden. Das ist der Plan. Wird schwierig. Man muss Wird schwierig. sich auf jeden Also Fall in einer konzentrieren. Session, 19 Uhr, glaube ich, geht's los, oder? Wie findet ihr das so Ja, mit na unter klar. der Woche auf einen Dienstag, wenn normal Diablo 3 war halt Freitag, 17 Uhr war halt die Zeit, ne? Ja, das finde ich ein bisschen blöd eigentlich. Also für die Leute, die halt ganz normal jetzt unter der Woche arbeiten, ist es halt scheiße, an einem Dienstag Ja. die Season zu starten. Warum kann man da nicht ein paar Tage Pause machen und immer auf den Freitag warten einfach? Ja, ich glaube, sie Ja, machen also es halt, dass du Theorie halt ist- Zeit hast, dass du da noch auf Bugs reagieren können. Weil wir haben ja eben schon Ganz gesagt, genau, wir ja. haben kein Dass PTA, gearbeitet wir haben keinen wird. Testserver. Du musst die Leute nicht noch Sonntags- und Feiertagszuschlag oder Samstag-Wochenendzuschlag bezahlen oder so, sondern kannst einfach sagen, ja, Mittwoch ganz normal Büro, erstmal die Season 2 fixen. Ja. Das ist halt wahrscheinlich Aber eben gut. auch von dem Gesamtzyklus oder so sieht's aus. So, dann sage ich auf jeden Fall mal Dankeschön. Eure Links, also den Rob findet ihr unter Rob2628 auf Twitch. Den Lars, der hat aufgehört zu streamen, den gibt es nur mehr auf YouTube. Schade, Lars. Findet ihr natürlich unter Baskinator. Die Links sind unterhalb, weil das Video kommt dann auch noch auf YouTube. Dann kann man das auch wunderbar nachschauen. Und dann werden wir gucken, ob ihr eure Ziele erreicht. Und ich würde sagen, nach der Season, nach einer Woche oder so, reden wir nochmal. Dann vergleichen wir das, was wir jetzt gesagt haben. Wahrscheinlich sind wir nach einer Woche so komplett enttäuscht oder auch nicht. Oder auch positiv überrascht. schauen. Also sehen, mal schauen. ja. Bin gespannt. Ich bedanke mich für euch und für eure Zeit. Jo, vielen Bei Dank. euch. Und Ja, ja, Dankeschön. wir hören uns wieder und viel Glück und viel Spaß in Season 2. Jo, ebenfalls. Danke, gleichfalls. Macht's Danke. gut. Haut rein, Dann- Jungs. Ciao, ciao. If you like this video, make sure to subscribe, leave a like or a comment. I'm also live on Twitch almost every day, so come and say hi.